Ich glaube, wir sind Bindungswesen und ich glaube, dieses Gefühl, ich darf mich auch so zeigen und ich fall weich, das ist eine Grunderfahrung, in die wir im besten Fall geeicht werden. Und das könnte man sagen, ist eine verlässliche Herzbeziehung und es ist eine verlässliche Liebesbeziehung. Tiefes Bonding ist eine Art von Herzpipeline. Und das Baby schafft das in seiner Art viel schneller als irgendjemand anders, diese Bindungsressource aufzusuchen. Und kein anderes Wesen auf der Welt schafft es so schnell, uns zum Schmelzen zu bringen. Wir sehen, das Baby erinnert uns in einer ganz tiefen Weise an diese ursprüngliche Grunderwartung, die wir alle haben, nämlich diese Bezogenheit. Der ewige Wunsch nach Verbindung, nach Resonanz. Mindseed mit Leon Heimann. Thomas Harms ist Körperpsychotherapeut und arbeitet mit etwas, das viele komplett unterschätzen: dem Körper als Speicher unserer Geschichte. Denn wir denken oft, wir können alles über den Verstand lösen. Verstehen, reflektieren, analysieren. Aber Thomas sagt, die entscheidenden Erfahrungen liegen oft viel tiefer. Im Gewebe, in der Atmung, im Nervensystem. Dinge, die wir längst vergessen haben, sind im Körper noch präsent. Und genau dort wirken sie weiter. Als Spannung, als Angst, als innere Alarmbereitschaft. Ich wollte mit Thomas sprechen, weil dieser Blick vieles verschiebt. Weg vom reinen Denken hin zu der Frage, was trägt dein Körper eigentlich noch so mit sich rum, ohne dass du es merkst? In dieser Folge verstehst du, warum sich frühe Erfahrungen körperlich festsetzen, weshalb dein Nervensystem oft schneller reagiert als dein Kopf und wie du wieder Zugang zu dem bekommst, was du lange nicht fühlen konntest. Und wenn dich Gespräche über persönliche Entwicklung und mentale Gesundheit interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viele neue Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Thomas, wir denken ja oft, dass wir Zugang zu früheren Erfahrungen mental haben können, über die Psyche, über Gedanken und so weiter. Und du arbeitest aber auch sehr körperbezogen. Und daher ist so meine erste Frage: Warum liegt gerade im Körper ein Zugang zu früheren Erfahrungen, den wir über den Verstand oft gar nicht erreichen können? Ja, ich arbeite hier als körperorientierter Psychotherapeut und die zentrale Idee dieser Arbeit ist eben, dass ganz frühe Beziehungserfahrungen, auch Beziehungsverletzungen, die wir oft schon ganz am Anfang unseres Lebens machen, immer eigentlich auch eine körperliche Spur hinterlassen. Also bis schon zu den Begründern dieser Arbeit ist im Prinzip diese Idee so von Anfang an entwickelt worden, anders als in der psychoanalytischen Arbeit nach Freud. Waren die Pioniere der modernen Körperpsychotherapie davon überzeugt, dass die emotionalen Unterdrückungen immer eine Spur in dem Muskel- und Gewebesystem hinterlassen. Also ein Kind lernt, wenn es seine Gefühle unterdrückt, sie schluckt, zum Beispiel die Trauer schluckt, dann ist die dauerhafte Bekämpfung und Abwehr dieser Erfahrung hinterlässt quasi einen physiologischen Niederschlag. Also das heißt, die Muskelverkrampfung und die Gewebespannung enthält quasi die Bedeutung und die Geschichte auch dieser Erfahrung wird sozusagen gefroren enthalten. Das heißt, man könnte sagen, wenn ich ganz, ganz viel Angst erlebt habe oder meine Trauer sozusagen wegdrücke und schlucke, die einmal in meiner Entwicklung eine Rolle gespielt hat, dann würde ein Teil meines Körpers quasi in eine Art Dauerspannung gehen. Das Gewebe, das Muskelgewebe, das Bindegewebe friert sozusagen ein und man könnte sagen, die Spannung und Haltespannung, die wir dort entwickeln, ist eine Art von Versuch, einerseits diese Gefühle wegzudrängen und dass wir sie nicht mehr so doll spüren müssen. Und gleichzeitig ist es, und das ist eben für uns auch in dieser frühen Beziehungsperspektive so wichtig, auch ein Versuch, Halt wiederzuentwickeln. Weil wir müssen uns ja vorstellen, das Kind hat ja im Prinzip eine Erfahrung, dass es mit bestimmten Teilen seines Selbst, seinen bestimmten Gefühlen auf eine Umwelt trifft, die davon nichts wissen will. Also Verletzlichkeit, Traurigkeit, Ängste,
Immer dann, wenn ich das zeige, mache ich auf einmal die Erfahrung als betroffene Person, dass meine wichtigsten Menschen, meine wichtigsten Bezugspersonen sich von mir abwenden, die das ablehnen und eigentlich das Beziehungs- und Bindungsfeld zusammenbricht. Das ist für das Kind eine unglaublich existenzielle Erfahrung, weil es muss sich entscheiden zwischen einem Teil seines Selbstausdrucks auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Fortsetzung einer stabilen Beziehung. Und also ist es eine Art Dilemmasituation, in der das Kind ist. Also beginnt es körperlich, sich zurückzuziehen und zu kontrahieren, anzuspannen und damit büßt es einen Teil seiner natürlichen Flexibilität ein. Also am deutlichsten sicherlich zum Beispiel, dass wir in so einer Konfliktsituation und einer solchen Bindungsverletzung zum Beispiel einatmen und die Luft anhalten. Und unser Zwerchfell, der wichtigste Muskel, der beteiligt ist an der Atmung, der wird starr und fest. Und diese Festigkeit dieser Atemmuskulatur zum Beispiel ist eine Folge von solchen ganz frühen Verletzungserfahrungen, an denen wir sehen können, dass Traumatisierung ohne Körper, genauso wie Bindung ohne Körper nicht denkbar sind. Ja, also sie sind immer eine untrennbare Einheit. Jede Verletzung hat eine körperliche Spur und jede von diesen körperlichen Spuren hat quasi eine emotionale Dimension. Ich hatte schon mal mit Lutz Besser und Heiner Steckel darüber gesprochen. Die Folge hieß, ja, es ging um verkörpertes Trauma sozusagen. Und ich habe zum Beispiel bei mir auch festgestellt, ich habe schon immer so eine sehr verspannte Nackenmuskulatur, habe ich irgendwie so das Gefühl. Und ich frage mich manchmal, also in meiner Kindheit gab es halt auch körperliche Gewalt, dass ich öfter mich auch geduckt habe und mich so schützen musste. Mhm. Und dann wie auch so ein Schutzhaltung eingenommen habe. Ich kann mich sogar erinnern, einmal in der Schule hat eine Lehrerin gesagt, ich war am Lehrerzimmer und dann hat die irgendwie so eine Handbewegung gemacht und dann habe ich reflexartig mich geduckt, weil ich dachte, jetzt kommen Schläge oder so, ne? Also so unbewusst. Und ich frage mich manchmal und vielleicht Zuhörerinnen jetzt auch, die vielleicht andere Bereiche verspannt haben, ist es jetzt einfach verspannt aufgrund meiner Haltung oder meiner genetischen Disposition? Oder hat es dann tatsächlich vielleicht was damit zu tun, dass ich früher solche Erfahrungen gemacht habe? Also in letzter Instanz könnten wir sagen, ist es ein Wechselspiel aus beiden. Ne? Ganz viele von diesen chronifizierten Muskel- und Gewebeverhaltungen und Spannungen sind uns ja gar nicht bewusst. Das heißt, was du da beschreibst, so eine Angsthaltung, die ich vielleicht gelernt habe zu tun, den Kopf einzuziehen oder immer in Hab-Acht zu sein. Mein ganzer Organismus ist immer, passt auf, kommt da jetzt was? Kommt da jetzt gleich was Schwieriges, Gefährliches, Überwältigendes, Invasives? Diese Grundhaltung des Körpers in einer dauernden, wir sprechen ja von Vigilanz, von einer Dauerspannung zu sein, sprungbereit zu sein, macht eine Tonisierung der Muskulatur. Und Kinder und schon Babys lernen sozusagen diese Grundkörperhaltung und diesen Körperausdruck als Teil ihrer Ausstattung zu übernehmen, weil es ein Überlebensmechanismus ist. So nach dem Motto, ist es schlau, wenn Papa in die Nähe kommt, da könnte es jederzeit Erschütterungen geben, laut werden, da könnten plötzlich unerwartet fiese, gemeine, verletzende Worte fallen. Da könnte ich vielleicht nicht gewappnet sein. Also ist der Organismus die ganze Zeit schon darauf gepolt, ich passe mal auf und halte ein bisschen die Luft an. Ich bin die ganze Zeit sprungbereit. Dauernd sprungbereit heißt aber, dauernd in einer Tonisierung und in einer Spannung zu sein. Also immer handlungsfähig. Das bedeutet aber, ich muss meinen Körper, meine Umwelt scannen, checken. Wie ist der Ausdruck des Gesichtes meines Vaters heute? Wie ist die Tonlage? Wie spricht er? Macht er irgendwas Unerwartetes? Und das alles ist ein gelerntes Muster. Das hat eine emotionale Seite, es hat eine kognitive Seite, also bestimmte Denkinhalte, aber es hat eben auch eine körperliche Seite. Und wenn ich zum Beispiel höre, ja, jemand wurde immer mal wieder unverhofft geschlagen, ist den Kopf einzuziehen und im Prinzip in so einer erwartbaren Duckreaktion zu sein, ist vielleicht das Ergebnis wiederkehrender solcher Zusammenkünfte und solcher Kollisionen und verletzenden Erfahrungen. Und insofern ist es schlau. Aber man kann sagen, das Kind wir lernen sozusagen
uns so zu wappnen, dass das nicht mehr so unlustvoll ist, dass es nicht mehr so offen, ängstlich, erschreckend, ohnmächtig machend ist. Also, und das ist ja der Begriff, den der Wilhelm Reich, der Begründer der modernen Körperpsychotherapie, dann gewählt hat. Er sagte, der Körper fängt an, sich zu verpanzern. Es ist eine Art Körperpanzerung. Was er meinte, es ist eine Art körperliches Schutz- und Abwehrsystem, das irgendwann sein Eigenleben entwickelt. Das heißt, ursprünglich war es total klug und schlau, als es sich entwickelt hat, weil es hat mir geholfen, unmittelbar die Gefühle sozusagen zu bewältigen und zu regulieren. Aber irgendwann ist es wie eine zweite Natur. Und die meisten Menschen haben gar kein Wissen darum, um diese automatisierten Haltespannungen. Das heißt, die Körperstruktur ist ein Stück weit bei mir und erst in der Therapie, in der Psychotherapie und in der Körperpsychotherapie entwickeln die Menschen durch unsere Arbeit, die wir machen, langsam wieder ein Gewahrsam darüber, wo sind denn da diese Spannungen? Also wie du das sagst, zum Beispiel eine Nackenspannung, eine Schulterspannung, die vielleicht für jeden sichtbar ist, von außen betrachtet. Da ist doch eine Gespanntheit, der hat eine gewisse, die Schultern sind immer ein bisschen hoch und an den Ohren. Da ist doch so ein Ausdruck, als wenn der immer jeden Moment was passieren könnte. Die meisten Menschen spüren das gar nicht mehr. Die kriegen das erstmal gar nicht mit. Aber im therapeutischen Raum beginnt dann langsam eine Bewusstwerdung der da drin eingelagerten und gefrorenen Gefühle, die jetzt im therapeutischen Prozess jetzt wieder zugänglich, spürbereiter werden und dadurch so auch in der Bewusstwerdung dann natürlich auch die alten, ja, manchmal sehr belastenden Erfahrungen und Gefühle sich wieder zeigen und abreagiert und auch ausgedrückt werden können. Und was wir sehen ist, dass dann sukzessive, Schritt für Schritt, diese Spannungen auch wieder nachgeben und der Körper wieder seine alte Form findet, die er gerne haben möchte. Dieses Jahr mache ich gemeinsam mit Jonas Schein einen Retreat. Vielleicht kennst du ihn von Komm klar, Digga. Wir sprechen schon länger über viele Themen, die im Alltag oft keinen richtigen Raum bekommen. Und ich glaube, viele Menschen verstehen heute schon ziemlich viel über sich, aber im Alltag geht das alles wieder unter. Genau da setzen wir an. Es geht nicht um noch mehr Input und auch nicht um noch ein Seminar, sondern eher um einen Raum, in dem du mal wirklich rauskommst aus diesem ständigen Funktionieren und wieder in Kontakt kommst mit dir selbst und auch mit anderen. Mit ehrlichen Gesprächen, Breathwork, Zeit für dich und einfach einer Gruppe von Menschen, die ähnlich ticken. Das Ganze findet im Ableven an der Nordseeküste statt. Ein ruhiger Ort, gutes Essen, Unterkunft vor Ort. Also alles so aufgebaut, dass du dich einfach mal rausnehmen kannst. Wenn du merkst, dass sich das anspricht, schau einfach in die Shownotes, da findest du alle Infos. Vielleicht sehen wir uns dort. Thomas, was spürst du oder hast du solche Spannungen im Körper mal gehabt und gespürt? Ja, ich kenne, weil du es gerade sagst, ich kenne es selber aus meiner eigenen Biografie, aus meiner eigenen frühen Erziehung. Sehr viele solche Auseinandersetzungen, wo auch verbale, aber auch körperliche Formen von Attacken und auch, ich würde sagen, auch Gewalt auch ein Thema waren. Und dieses Erleben, da gab es unverhoffte emotionale Reaktionen meiner Eltern, vor allen Dingen aber auch meines Vaters, der sehr unreguliert war, der sehr explosiv reagieren konnte. Diese Grunderfahrung einer gewissen Überforderung und diese ständigen, wie eine Art Dauerspannung, die im Raum war. Man wusste nie, wann es losgeht, hat bei mir eine ganz starke Erfahrung gemacht, dass ich mich lernen musste zu kontrollieren, dass ich aufpassen musste, dass emotional sein, verletzlich sein, was vielleicht eigentlich eine Anlage war von mir, das gar nicht so der Raum war, in meinem Beziehungsraum, darf mich zu zeigen und damit gesehen und gehört zu werden. Und insofern war das auch für mich eine ganz wichtige Triebfeder, mit diesem Erleben einer so gewissen Beziehungsungerechtigkeit, würde ich mal sagen. Das ist sowas wie, das ist nicht richtig. Ich kann mich gut entsinnen an noch als sehr, sehr junger Mensch, als kleiner Junge, so da nach einer dieser wieder Eskapaden und überwältigenden Erfahrungen, die ich da auch hatte, da wurde es laut, da wurden Dinge gesagt, die ich als zutiefst
unfair erlebt habe. Ich hatte das noch habe heute noch ein sehr lebendiges Empfinden davon, wo ich dachte, warum machen die das so? Warum ist Mhm. das so? Das ist nicht okay. Das Mhm. sollte anders sein. Und es war für mich vielleicht ganz, ganz früh so ein Gefühl, das muss man jemandem erklären. Das geht so nicht. Also, Mhm. das ist nicht richtig. Das war so wie ein Gefühl von falsch. Ungerechtigkeit. Ungerecht, es war Unrecht und ungerecht oder es war auch nicht richtig. Und diese Körpererfahrung mit diesem habe ich natürlich damals nicht so realisieren können. Ich habe natürlich die Angst gehabt. Die Angst war ein großes Thema da drin. Ähm, und auch vor Bestrafung, vor Lautsein, vor Intensität. Und dann dieses Gefühl, da gibt es aber kein Gehör für dieses Geschehen. Ja? Also da gibt es eigentlich keinen Raum, keinen sozialen Raum, in der diese Wirklichkeit des Kindes irgendwie Platz hat, außer für einen selbst. Also man ist im Prinzip dann ja auch weitestgehend allein. Ich habe damals auf dem Land gelebt, da war das normal. Da hätte kein Haar noch gekräht, was da Mhm. passiert ist. Das Ja. würde ich sagen, war der normale Umgang. Und alles daran war normal, aber normal irgendwie auch ein bisschen pathologisch. Ja? Ja, ja. Und und das war vielleicht so eine Keimzelle, so jetzt mal in meiner Mhm. Arbeit, wo ich heute Ja. unterwegs bin, wo ich dachte, dass dieser Wunsch nach therapeutischer Arbeit, der später daraus geworden ist, Menschen, vor allen Dingen auch Eltern zu erläutern, pass mal auf, sehr praktisch, Mhm. wir können das anders machen. Ja. Ja. Und also insofern ja, es gibt ganz sicher einen biografischen Hintergrund in dem Prozess, der für mich eine wichtige Motivationsquelle war, erstmal an mir selber zu arbeiten und meine Prozesse mir anzuschauen und gleichzeitig aber auch dann später zu merken, okay, das würde dich interessieren, aufklärerische Arbeit zu machen Ja. in dem Feld. Ich fühle das komplett, was du sagst, weil ich glaube, bei mir war das ja ähnlich zu Hause. Ich habe da auch verbale und körperliche Gewalt teilweise erfahren. Also eigentlich nur von meinem Stiefvater, von meiner Mutter eigentlich eher nicht. Da waren dann eher so andere Sachen, dass sie dann ihm sehr loyal war, aber ich dann teilweise die Verbindung nicht mehr zu ihr gespürt habe. Und da habe ich mich auch teilweise sehr allein gefühlt, unberecht behandelt, das, was du gerade gesagt hast. Sehr auf sich allein gestellt und auch immer vielleicht mit dem Zweifel, habe ich da jetzt was Falsches gemacht? Vielleicht bin ich irgendwie nicht richtig. Ich habe immer versucht, dem gerecht zu werden und irgendwo auch gesehen zu werden. Ne? Und dann mit der Zeit, wie du auch beschrieben hast, deswegen habe ich das so gefühlt, man liest auch dann immer den Raum. Man investiert sehr viel Energie da rein, andere Personen zu lesen, zu versuchen zu verstehen, was könnte jetzt die nächste Reaktion sein. Ne? Vielleicht sollte ich jetzt hier lieber nicht den Trigger aktivieren, dass dann gleich wieder hier die Situation eskaliert und so weiter und so fort. Und von daher kann ich das sehr gut nachempfinden, was du gesagt hast. Was mich noch interessieren würde, ist, und vielleicht noch, ne, also bei mir ist es ja sehr ähnlich, ich mache diesen Podcast auch, weil das ist mit Sicherheit auch, du hast es so schön beschrieben, eine Keimzelle gewesen, die dann sozusagen zu dem geführt hat, was du heute machst. Bei mir ist es sehr ähnlich mit dem Podcast. Ich bin jetzt kein Therapeut oder Experte, aber ich bin ein Laie, der hier sitzt und Fragen stellt, auch mit Sicherheit mit dem Hintergrund. Wie hat sich diese biografische Erfahrung aus deiner Kindheit dann später im Erwachsenenalter bei dir geäußert, zunächst einmal? Naja, ich glaube, es war eine große Selbstwertunsicherheit, also eine vielleicht nicht so stabil in mir selbst verbunden zu sein und gewesen zu sein. Es war eine gewisse Brüchigkeit in diesem Selbstwerterleben, glaube ich. Ähm, in einer bestimmten Vorsicht, auch Menschen gegenüber, also in der Beziehung, sehr aufzupassen, dann auch zu schauen und auch das war vielleicht die Kompetenz, die daraus erwachsen ist, sehr genau zu spüren, wie Menschen unterwegs sind, was die anbieten, wo sind Fenster, wo sind Öffnungen, wo erreiche ich Menschen.
Das ist ja oft das, was wir gar nicht so denken, wenn wir an diese belastenden oder gar traumatisierenden Erfahrungen aus dieser frühen Zeit denken, dass man natürlich auch Kompetenzen entwickelt. Also man könnte sagen, so traumabasierte Kompetenzen. Und Kinder sind zum Beispiel echte Checker, die merken dann, wo ist jemand erreichbar? Wo erreiche ich das Herz dieser wichtigen Menschen? Die sind ja nicht nur schwierig oder nur böse oder nur so, sondern sie haben meistens Anteile, die eben unreguliert sind, wo das zu viel ist für ein Kind. Also da kann ein Kind nicht mit klarkommen. Wenn die Wut so massiv, so unreguliert kommt, das ist für ein Kind nicht verstehbar. Warum ist das so? Warum ist der Mensch, der mich eigentlich lieben sollte, der mein Vater oder meine Mutter ist, auf einmal so out of order? Warum ist die so stark? Und das Kind kann es nicht verstehen, weil es erwartet, man könnte sagen, gattungsspezifisch, phylogenetisch Ansprache, Wohlwollen, Zuwendung, Liebe. Ja? Das ist das, was wir als menschliche Säuger eigentlich erwarten. Also eine Art Begleiter, ein Koregulator, der eine passige Antwort gibt auf meine Bedarfe, meine Grundwünsche, meine Bindungswünsche, die ich habe. Und deswegen glaube ich, es gibt ein uraltes Wissen, das sollte so nicht sein. Das passt nicht. So. Und ich glaube, ja, das war dieses Lesen, Lernen von Leuten, die Körpersprache auch von Leuten zu lesen, zu merken, hey, der ist jetzt, pass auf, der ist auch so komisch unterwegs. Ja. Der ist schon so strange. Und ich spüre die Spannung. Ich habe zum Beispiel ich spüre Spannung im Raum, da bin ich so trainiert drauf gewesen, dass ich merke, da können 20 Leute sein und ich merke von einer Person im Raum, da ist eine Unwucht. So, ja. Das ist interessant, ne? Weil ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die ist in so einem, jetzt nur als Beispiel, die ist in so einem ganz wohlwollenden, liebenden Elternhaus groß geworden, die ist auch jedes Wochenende da. Die jedes Mal, wenn die zurückfährt, sagt sie mir, es ist so schön und so. Das sind andere Themen, ne? Ich meine, jede Familie hat ihre Themen, ne? Aber ich merke zum Beispiel, wie soll ich das erklären, ohne dass es jetzt blöd klingt? Ich habe das Gefühl, ich wurde selten ausgenutzt in meinem Leben, in meinem späteren Leben, weil ich da sehr sensibel bin. Und ich habe da bin da sehr, sehr feinfühlig und merke, wenn eine Dynamik komisch ist, so dann distanziere ich mich da. Manchmal bin ich auch übervorsichtig, vor allen Dingen so in romantischen Beziehungen merke ich das. In Liebesbeziehungen bin ich sehr ängstlich, vorsichtig. Bei ihr merke ich, sie hat diese Feinfühligkeit gar nicht. Sie ist sehr, ich würde es fast schon ein bisschen naiv beschreiben, sehr, sehr wohlwollend, immer will sie helfen. Und ich merke, hat sie jetzt letztens auch eine Erfahrung gemacht, da wurde sie dann halt ausgenutzt. Und ich hab das von vornherein, von ihren Erzählungen irgendwie so gespürt, du, ich glaube, da stimmt was nicht in der Beziehung. Guck dir das lieber nochmal an. Aber sie hat es gar nicht gespürt. Und das fand ich jetzt irgendwie, ist ein schönes Beispiel dafür, ne? Und trotzdem denke ich, das ist wieder auch wie so ein Dualismus. Man ist dann sehr feinfühlig, aber vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Ne, in Kombination. Je nachdem, wie weit man vielleicht auch in seinem Heilungsprozess ist. Ja, ich wollte das auch nicht sagen, dass wir das so machen sollten. Also das ist, glaube ich, dieses Trainingscamp, was wir da jetzt gerade beschreiben miteinander, ist vielleicht ist mal auch so eine Muckibude für die Seele, sag ich jetzt mal. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt Kindern und Erwachsenen so empfehlen. Ja. Nein, es ist klar, es gibt Kompetenzen da drin. Aber es hat ja eine Schattenseite, wie du schon sagst. Und wenn ich jetzt aus der therapeutischen Perspektive schaue und wenn ich mich selber sozusagen anschaue mit der Geschichte, das Problem ist natürlich die Chronifizierung der Haltung. Das heißt, ich bin in Ticken zu viel dann dauernd vorsichtig und tastend, abtastend. Ich bin in den Beziehungsfindungen vielleicht das, was deine Freundin da zu wenig hat, bin ich natürlich dann im Verhältnis dazu ein Scanner, der im Prinzip vielleicht Dinge schon mitkriegt, wo die anderen noch gar nicht merken, dass sie überhaupt da sind. Das hat aber eine Konsequenz. Diese Konsequenz dieser Haltespannung, diese Vorsicht, dieses Ausrichten, meine Aufmerksamkeit sehr in den Raum, zum Beispiel in den sozialen Raum hineinzubegeben, also wie so eine Art Tasten, Vortasten, wie Fühler eigentlich, das ist anstrengend, weil das ist Hirnarbeit. Weil die Aufmerksamkeitsorientierung, und das ist so eine Art Grunderkenntnis, die wir auch in unserer Arbeit haben, wenn ich bindungsunsicher bin, und das ist ja eigentlich die Kernaussage von dem, worüber wir gerade reden, ich kann nicht sicher sein, dass ich da an guten Händen bin. Wenn ich mich so zeige,
in einer bestimmten Weise, dann kommt etwas, was richtig gefährlich wird. Ja. So, das heißt, das ist schlauer für mich in der Selbsterhaltung aufzupassen und vorsichtig zu sein. So weit, so gut. Vorsichtig sein, ängstlich sein ist eine sehr kluge Einrichtung. Ja, und es ist ein Teil natürlicher Regulation. Aber wenn es in dieser Form der Dauerregulation bleibt, das heißt, wir sind in einer sympathischen, stressregulierten Verfassung. Der Körper ist also so kampfbereit und er ist eigentlich immer bereit zu rennen und wegzugehen. Und ich kann es danach nicht wieder loslassen. Dann habe ich ein Problem. Also das heißt, das Problem beginnt dort, wo das Kind weitermacht, auch wenn die Luft eigentlich gut ist. Weil vielleicht da ist ein anderer Mensch, der ganz nett ist zu mir, das sind andere gleichgesinnte Altersgenossen, Freunde, Peers. Aber ich kann mich dann eben nicht mehr befreien von diesem Kleid, Richtig. von dieser Ritterrüstung ein bisschen. Ne? Also es ist wie diese zweite Natur. Und dann bleibe ich in dieser Haltung vielleicht auch drin, wo es gar nicht nötig wäre. Und es verhindert, dass es wirklich richtig unter die Haut geht. Oder ich lasse mich nicht richtig berühren. Weil ich weiß dann auch schon lange nicht mehr, woher das eigentlich kommt. Aber ich bin sozusagen immer noch in der Verfassung, Vorsicht ist besser als Vertrauen. Also, und diese Entkoppelung und als Spur, als Persönlichkeitsstil sozusagen fortgesetzt, das ist ja die Tragik. Das ist die Tragik von solchen wiederkehrenden, normalen Entwicklungskonflikten und Verletzungen, die ja dann Teil meiner Ausstattung werden. Und die sind in den Charakter eingebunden. Das sind Teil meiner Persönlichkeitsbildung. Und die sind nicht unbedingt dann Symptome. Sie sind nicht gleich, dass ich ein Angstsymptom entwickle. Oder ich entwickle nicht irgendeine Störung, die psychopathologisch ist. Würde ich sagen, war nicht der Fall. Aber ich habe trotzdem in meiner Persönlichkeitsbildung eine Verhärtung, in gewisser Weise eine Erstarrung meiner Flexibilität dann erlebt, die eine Folge dieser unwirtlichen Verhältnisse sind. Insofern ist es schlau, aber es ist eben auch gleichzeitig behindernd. Und das habe ich ganz wirklich, das habe ich als Jugendlicher schon, ich habe das wirklich doll gefühlt, dass wie eine Wand zwischen mir und der Welt. Ich komme da nicht so richtig durch. Ja. Ich muss was tun, um das wieder zu befreien. Ich hätte das nicht in Worte kleiden können, aber heute weiß ich, das war ein Antrieb irgendwie aus diesem, es war wie so ein Gefängnis, auch da wieder rauszukommen und wirkliche Beziehungserfahrungen zuzulassen, die wirklich nahbar, ohne Visier sind, wo ich rührbar werde. Das war so ein bisschen harte Arbeit, da wieder hinzukommen. Bei mir ist das genauso, Thomas. Und du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Ich habe das gerade sehr empfinden können, was du beschrieben hast, dieses Bild. Da ist eine Wand zwischen mir und der Welt. Und bei mir war das so, ich bin ja jetzt 30, in den 20ern. Erstmal habe ich die Wand gar nicht wahrgenommen. Dann habe ich sie wahrgenommen, aber ich dachte mir, okay, so ist das Leben einfach. Ja. Und jetzt mittlerweile nehme ich sie wahr und ich weiß, sie kommt, ich baue mir diese Wand selber auf. Und die stammt teilweise auch aus meiner Vergangenheit. So, das heißt, ich merke, das ist so ein Prozess, aber bei mir ist die Wand definitiv noch da. Und ich merke auch, wenn ich zum Beispiel in Liebesbeziehungen gehe, habe ich öfter den Kommentar bekommen, ohne dass ich irgendwie davon gesprochen habe, von Frauen. Ja, und ich habe das Gefühl, wenn ich mit dir rede, also da ist eine Wand zwischen uns. Das haben die genau so gesagt. Und deswegen würde mich interessieren, Thomas, du hast gesagt, du hast diese Wand auch gespürt. Spürst du die immer noch? Nein, ich würde sagen, es hat sich da vieles für mich zum Guten gewandelt. Also ich finde, dass vieles wieder da ist, was ich, glaube ich, verloren hatte. Wo ich sagen würde, kann ich mich in Beziehungen erfüllen, finde ich in meiner Partnerschaft, finde ich da, habe ich sowas wie Glücksempfinden wieder, kann mich dort niederlassen, kann mich loslassen. Wie war der Prozess bei dir, dass du, vielleicht kennst du das, was ich gerade beschrieben habe. Wie war der Prozess bei dir weitergehend? Weil ich kann mir vorstellen, sehr viele Zuhörerinnen können sich damit identifizieren, dass sie sagen, ja, ich merke das auch. Ne? Ich baue eine Mauer um mich auf und ich merke so, ich gehe schon in die richtige Richtung, ich beschäftige mich mit diesen Themen, ne? Lese Bücher, höre Podcasts und so weiter und so fort.
Und da finde ich es gerade interessant, vielleicht mal von dir auch zu hören, wie war der Prozess für dich? Wie hast du geschafft, diese Mauer ein bisschen abzubauen? Ich habe ja Psychologie studiert, damals in Berlin und in den 80er Jahren war gerade so eine Zeit in der Gesundheitsbewegung, wo sehr viele von diesen körperorientierten Psychotherapeuten, das waren vor allen Dingen viele Amerikaner, auch nach Deutschland kamen und dieses Wissen, was viel am Ende in Amerika auch stattgefunden hat, weil Wilhelm Reich zum Beispiel, einer der Begründer und viele seiner Schüler sind dann in der Nazizeit alle in die USA geflüchtet und haben dort ihre Arbeiten weitergemacht. Und diese ganze Arbeit ist dann auch viel in die humanistische Psychologie eingemündet. So ein Reich selber war ja dann 57 gestorben, aber die folgenden, wie Pearls und Alexander Lowen und Gerda Boysen und andere, die sind alle so ein bisschen aufgenommen worden von dieser Hippie-Movement, sag ich jetzt mal. Und das passierte eben sehr, sehr viel, diese Art der Arbeit und damit auch eine gewisse Fortsetzung in diesem psychosomatischen Verständnis von diesen Themen da in den USA. Und die kamen jetzt alle in den 80er Jahren so rüber und machten ihre Trainings und so weiter. Und ich war auf der einen Seite an der Universität und da wurde akademische Psychologie gemacht und da gab es damals in meiner Zeit die beginnende Säuglings- und Bindungsforschung. Das war so der eine Teil, das mich auch fasziniert hat. Und ich war sehr früh auch an der Psychoanalyse sehr interessiert. Und dann kam ich eben direkt in Kontakt mit diesen Arbeiten, mit dieser körperpsychotherapeutischen Welt. Aber die war außeruniversitär erstmal. Und habe dann diese Workshops besucht und habe Lehrveranstaltungen gemacht. Und dann habe ich die Tochter von dem Wilhelm Reich irgendwann kennengelernt. Die war Ärztin, Geburtshelferin, die war im Prinzip auch eine körperorientierte Psychotherapeutin in der Art, wie sie das machte und war sehr beeinflusst von dem Vater. Und das waren so ganz viele solche Erlebnisse, wo ich Menschen traf und dann vor allen Dingen wirklich bei diesen Auseinandersetzungen und Therapien, die ich dann auch früh begann, da war ich Anfang 20, da habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich war 21 oder so, dann ging das los. Heute würde ich sagen, Mensch, ich habe ganz schön früh angefangen damit, das sozusagen mich dem auszusetzen. Aber ich habe auch gemerkt, ich brauche das auch. Ich war, würde ich sagen, hatte ziemlich viele neurotische Wunden, sag ich jetzt mal. Und sehr viel Formen, wo es Arbeit brauchte. So, da war was zu tun. Da war wirklich einiges zu machen. Ja. Ja. Und das war natürlich dann, ich erinnere mich noch sehr an diese ersten Erfahrungen, wo dann über eine ganz behutsame oder intensive Unterstützung der Atemarbeit, das war damals, was viel gemacht wurde, mit bestimmten Atemintensivierungen zu arbeiten, mit bestimmten Formen von Berührung, mit bestimmten Formen von Selbstmassagen und bestimmter Körperarbeit, überhaupt zum ersten Mal zu merken, Mensch, da auf einmal kriegst du Zugang zu Gefühlen, die du nie gespürt hast. Ganz viel Ärger, der da ist. Diese ganze Reaktion, die da eben, wo wir gerade waren, gleich auch in diesen solchen Ursprungsfeldern entstanden ist, die war ja weg. Da hatte ich ja gar keinen Zugang zu. Die war eigentlich nur in so einer Gespanntheit und Zurückhaltung spürbar. Aber jetzt war sie auf einmal lebendig und ich kam rein und dann zu merken, wie die Erfahrung, wenn sie dann so kamen und die in den Kontakt gebracht wurden und das Erleben und die Trauer und all diese Dinge sozusagen fühlbar wurden, dann den Körper zu merken, wie der nachgibt, wie der strömt, wie der weich wird, wie der Körper heiß und warm wird. Also sehr vegetative Erfahrungen in diesen körperorientierten Therapien, wo ich merkte, wow, das ist Vitalität, das ist Kraft, das ist unglaubliche Lebensenergie, die ich hier spüre. Und zeitgleich verstehe ich was von dem, wo es herkommt. Ich verstehe, warum ich da vielleicht vorher das nicht spüren konnte und durfte, weil das war gefährlich. Mit dieser Vitalität Kontakt zu machen, hatte im Windschatten leider immer diese anderen Erfahrungen, diese beängstigenden Erfahrungen. Das ist ja vielleicht der Sinn dieser Absperrung, dass ich mit dieser Kraft und positiven, sehr liebevollen Energie deswegen keinen Kontakt machen kann, weil wenn ich das tun würde, bekäme ich im Anschlag sofort mit dem ganzen anderen Zeug auch Kontakt. Also oft braucht man so ein bisschen erstmal diesen ganzen inneren Wahnsinn und diese ganzen starken und gefährlichen Gefühle, die brauchen erstmal so einen Existenzraum, einen Platz.
Und das war für mich komplett neu, dass Menschen auf einmal danach fragten oder mich dahin brachten und mir halfen, dort wieder einen Zugriff drauf zu kriegen. Das war eine total wichtige Erfahrung. Die zweite war, dass wir auch eine Community waren von jungen Studenten und Menschen, die das alle gemacht haben. Also es war eine Gruppe von 18 Menschen, die zusammen waren und die das ganz intensiv miteinander geteilt haben. Das war also ein sozialer Raum. Und dann gab es da drum noch eine andere Gruppierung, die alle mit diesen Inhalten wissensmäßig auch interessiert waren. Das war so alles so eine, ja, es hatte auch was Hippieskes so, ja, Mhm. aber anders eben. Es war so eine moderne psychosomatische Gesundheitsbewegung, die da war. Und die hat mich wahnsinnig geprägt. Also ich muss sagen, dieser persönliche Prozess, der bestimmt 10 und mehr als 10 Jahre ganz, ganz intensiv war eigentlich die Grundlage für das ganze wissenschaftliche Interesse, was sich dann daraus entfaltet hat, weil ich das so persönlich auch erfahren habe. Und der Vorteil ist, wenn man früh anfängt, ist man vielleicht auch ein bisschen früher mit anderen Dingen so ein bisschen nicht durch, ist man ja nie, aber Mhm. man ist auf jeden Fall so, ich hatte das Gefühl irgendwann, okay, es gibt so eine gewisse andere Art der Normalisierung, die passiert. Emotional wieder mit Emotionen wieder mehr regulieren zu können, ein bisschen mehr Toleranz, ein bisschen mehr Selbstregulationsfähigkeiten. Also, das waren Dinge, die haben mich sehr geprägt, weil ich gemerkt habe, wie weit ich davon weg war. Ja, und so begann eigentlich auch eigentlich, glaube ich, aus so einer als überzeugenden Erfahrung dieses Interesse an der körperorientierten Psychotherapie zu wachsen, weil ich merkte, ich habe ja verschiedenste Sachen ausprobiert, das erreicht mich am meisten. Das berührt mich total. Das Mhm. bringt mich total schnell zu diesem Punkt, wo ich merke, da bin ich, da ist was Echtes, da ist was Wahrhaftiges in mir. Und das finde ich bis heute. Das ist ein sehr smarter Weg, mit Menschen in einen Kontakt zu kommen, der sehr echt und sehr authentisch ist. Und so gesehen bin ich von Anfang an auf diese Schiene gekommen, dieser körperorientierten Arbeit. Und ich habe die auch nie wieder verlassen. Also ich Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcasts anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Wenn ich das höre, denke ich mir, dass das auch ein Privileg war, dass du dann in dieser Situation warst. Also, du hast jetzt von Gruppen erzählt von 8 bis 10 Leuten, die dann auch alle dasselbe machen und man kann sich dann ja auch austauschen. Ich glaube, das ist das etwas, was vielen Menschen fehlt. Mhm. Und warum jetzt auch vielleicht viele Zuhörer sich verbunden fühlen hier in diesem Podcast, weil hier einfach Menschen auch zusammenkommen, auch wenn es in digitaler Form ist, die ähnliche Erfahrungen haben. Mhm. Und ich würde noch mal gerne jetzt besser verstehen, dieses Körperbezogene. Also, du hast ja gesagt, eine große Rolle spielt ja auch das Herz zum Beispiel, ne? Das, womit du dich auch in deiner Arbeit sehr befasst hast. Mhm. Mm, Und du hast dann auch gesagt, dass, wenn man sich jetzt die Organe spezifisch anschaut, dass man anhand deren Funktionen eigentlich schon ziemlich treffende Aussagen machen kann, wie bindungssicher oder bindungsängstlich Menschen sind. Kannst du das nochmal genauer erklären, wie das funktioniert? Weil das gibt uns dann Mhm. ja sozusagen nochmal so eine andere Perspektive von, also wir sind jetzt sozusagen von den Erfahrungen zum Körper gegangen und jetzt, wenn wir nochmal die andere Perspektive nehmen, vom Körper zu den Erfahrungen, Mhm. wie schaut das aus? Also, vielleicht muss ich mal kurz einen kleinen Bogen machen zu Mhm. meiner Arbeit. Ich bin ja dann in meiner eigenen Entwicklung eben zu diesen ganz frühen Entwicklungsthemen gekommen, als Körpertherapeut, als Körperpsychotherapeut, weil mich hat das fasziniert. Ich bin mit Menschen und wissenschaftlichen Kontexten zusammengekommen, die sich eben viel für diese ganz frühen Verwundungen interessiert haben und dich damit beschäftigen. Unter anderem Eva Reich und der Vater waren schon in den Ende der 40er Jahre mit diesem Thema dran. Was passiert eigentlich ganz am Anfang? Die ganz zentrale Frage, was ist überhaupt ein gesundes Baby? Was ist ein gesundes Kind? Wie sieht quasi
ungepanzertes Leben aus? Was ist Selbstregulation, wenn wir das psychosomatisch versuchen zu fassen? Das fand ich eine total spannende Frage. Und es gab eine zweite Frage, die ich total spannend war, die war: Ist es eigentlich schlau, erstmal den ganzen Wahnsinn erstmal passieren zu lassen? Und dann machen das massenweise Leute, werden mit einer normalen Pathologie sozusagen konfrontiert, die keiner richtig realisiert, die dann so viel Unheil schafft, so viel Neurotisierung, so viel Gefühlsunterdrückung. Und danach müssen die alle im Alter von 30, 40 und 50 auf die Couch oder in die Einzeltherapie gehen. Was ein Wahnsinn an Verschwendung von Ressourcen. Wenn man bedenkt, wie viel Geld, wie viel Zeit das kostet, um es dann ansatzweise wieder die Wiederentdeckung des Lebendigen an dem Einzelnen zu machen, wenn es doch möglich wäre, relativ am Anfang, wenn diese Sachen entstehen, wenn da das Feuer ausbricht und die Hütte brennt, vielleicht dort ganz punktgenau therapeutisches Wissen an diesen Start zu bringen. Das habe ich immer gedacht, diese Art von Neurosenprävention, heute würde man vielleicht sagen Bindungsförderung oder Frühprävention, das fand ich irgendwie total überzeugend. Lass uns da hingehen und das Gesunde bewahren und schützen in der primären und sekundären Prävention. Und das habe ich dann angefangen zu machen. Ich hatte dann die Gelegenheit, Menschen zu studieren, die am Anfang ihres Lebens richtig Probleme haben. Also ich habe mich interessiert für Menschen, die mit ihren Kindern am Anfang in einer richtigen Notsituation waren, weil es nicht passierte, was wir uns wünschen, nämlich dass so eine Liebes- oder Herzbeziehung sich entfaltet. Die kriegten keinen Draht zu ihrem Kind. Und diese Kinder waren so außer Rand und Band und die waren so früh aus einem Beziehungskontext rausgefallen, dass sie all das, was wir gerade besprochen haben, schon gleich am Anfang sichtbar waren. Da war ein Kind, was auf einmal merkte, ich habe keinen Landeplatz für meine Gefühle. Schon im Alter von manchmal wenigen Tagen und Wochen waren diese Kinder in einer unfassbaren Spannung in ihrem Körper, weil sie merkten, ich finde hier keinen Halt und keine Nähe im Gegenüber, weil diese anderen Menschen ja auch diese Erfahrung schon gemacht hatten, weil diese Erwachsenen waren plötzlich im Kontakt mit diesem Baby, mit ihren eigenen frühen Bindungsverletzungen im Kontakt. Die waren unsicher, die waren nicht im Kontakt mit sich. Die sagten, ich mache das doch alles gut vom Kopf her, aber das Baby sagt, ich spüre dich nicht. Wo bist du? Wenn deine Freunde sagen, hey, oder Freundin in dem Kontakt von nahem Feld, also in dem näheren beziehungspartnerschaftlichen Erleben, diese Menschen, die das zu dir sagen, ich spüre, du lässt dich nicht ein, ich spüre dich, du bist nicht ganz verfügbar. Babys sind da drin Weltmeister. Die kriegen das in Millisekunden mit, ob du da bist oder nicht, ob du redest oder fühlst, ob du anwesend bist und präsent bist. Also es sind Lügendetektoren, ja. Und das fand ich sehr, sehr, sehr eindrücklich, das zu sehen, wie punktgenau Babys im Prinzip die Verfügbarkeit und emotionale Resonanzfähigkeit von ihren Erwachsenen spüren und beantworten. Und was es dann mich interessiert hat, und das führt mich dann zu diesem Thema des Herzens, war dann zu sehen, okay, was brauchen eigentlich die Begleiter, die Eltern, was brauchen eigentlich die Begleiter dieser Babys an Unterstützung, damit sie an den Start kommen, damit die mit diesen starken Gefühlen, zum Beispiel dieser schreienden Babys, die wirklich extrem emotional reagiert haben, mit denen die dann wiederum total überfordert waren, diese Begleiter. Was brauchen die, um in einen Zustand von Sicherheitserleben zu kommen? Und das war ja so ein Begriff, der kam aus der Bindungstheorie. Wir suchen eine tragfähige, stabile, haltgebende Erfahrung. Das ist ja Gemeinplatz heute. Aber was heißt das körperlich? Was heißt das für den Koregulator, den Begleiter des Kindes? Wie muss der aufgestellt sein und wann weiß eine Mutter oder ein Vater, ich bin es auch? Das hat keiner den Leuten erzählt. Die haben immer gesagt, ja, sie sind bindungsunsicher, ja, sie sind nicht im Kontakt, ja, du bist nicht richtig da. Aber woran weiß ich im Moment, wenn das passiert als Mutter oder Vater, jetzt bin ich voll neben der Spur. Jetzt bin ich nicht mehr angeschlossen. Und das hat mich total interessiert. Da bin ich wieder sozusagen ein bisschen an meinen Ursprung jetzt. Wie kann man Eltern das ganz praktikabel, quasi therapeutisch unterfüttert, aber eine Art von praktikabler Psychoedukation geben, dass sie nicht immer gleich eine Langzeittherapie machen müssen, sondern dieses Konzentrat von Wissen in ihren täglichen Ablauf, in der Emotionsregulation
zu nutzen und einzubauen. Und dann war das sichtbar, wenn man Eltern hilft, und das haben wir dann angefangen mit körperorientierten Mitteln zu machen, mit ihnen zu erforschen, wenn sie Angst bekommen im Kontakt mit ihrem Kind, was passiert dann in deinem Körper, Mutter, Vater? Ja, was passiert jetzt? Und dann sagten die mir, naja, nicht nur spüre ich mich nicht mehr, ich spüre auch mein Kind nicht mehr, das fühlt sich total fern an, aber alles in mir wird fest. Ich atme nicht mehr. Und ich spüre meinen Körper nicht mehr. In dem Moment, wenn mein Kind so außer Rand und Band ist und seine starken Gefühle zeigt, kann ich gar nicht bei meinem Kind sein, weil ich bin total überfordert mit allem. Und dann war der nächste Schritt zu sagen, okay, lass uns mal jetzt ganz behutsame Interventionen machen, wie ich dich wieder in eine Fühlbereitschaft bringe. Und dass diese emotionale Bezogenheit und Verfügbarkeit wieder möglich wird. Und da haben wir erstmal angefangen, okay, mit gezielten, feinen Steuerungen der Körperselbstwahrnehmung. Dann haben wir die Atmung dazu genommen. Haben gesagt, was passiert eigentlich, wenn du während dein Baby so intensiv sich mitteilt oder dein Kind richtig sauer wird? Wenn du statt beschwichtigend, ablenkend, beruhigend zu arbeiten, jetzt eigentlich dafür sorgst, dass du eigentlich das tust, dass du wieder an der Seite deines Kindes bist. Dazu war dann klar, müssen die sich erstmal selber wieder erobern. Das heißt, indem sie sich verbinden mit ihrem eigenen Organismus, mit ihrer Atemregulation, entstand plötzlich was ganz faszinierend war, und das erlebe ich bis heute. Die betroffene Mutter, Begleitperson, findet im Zusammensein mit ihrem Kind diese innere Achse der Selbstbezogenheit. Sie beginnt, sich selbst zu erleben und zu spüren, und auf einmal macht das Kind die Augen auf und guckt jetzt auf einmal die Mutter oder den Vater an. Das Kind hört vielleicht auf und ist total berührt. Ein verzweifeltes Schreien wird ein total tief trauriges Schreien. Das Kind spürt auf einmal einen Resonanzboden in der Beziehung, weil da jemand ist, der an sich selbst angeschlossen ist. Und wir nennen diesen Prozess, sie sind angebunden an sich selbst, also selbst angebunden. Und dieser Selbstanbindungsbegriff wurde total zentral, weil das eine Art körperliche Regulation ist. Nämlich die Fähigkeit, aus einem Zustand von innerer Beobachtung mit mir und meinem Körper als sicheren Ort in Kontakt zu bleiben, während ich in Beziehung bin. Also ich reguliere quasi ständig und überprüfe die ganze Zeit, bin ich noch da oder bin ich nicht da? Es wurde dann wie so ein Slogan nach dem Motto, wenn ich mich und meinen Bauch verliere, meine Atmung, meine Bauchatmung, wenn das nicht mehr auffindbar ist und ich das nicht mehr machen kann, dann bin ich auch für mein Gegenüber nicht mehr da. Weil, wenn ich das aufhöre und ich gehe mehr in die Brustatmung, in eine Stressatmung, ist es ein Zeichen, ich bin total im Alarmsystem. Und dann bin ich nicht beziehungsbereit, was ja schlau ist. Dann bin ich am Kampfmodus. Und das ist, was wir gesehen haben, viele Eltern sind mit ihren Kindern in diesen Dysregulationen im dauernden Kampfmodus. Und jetzt passierte was ganz Interessantes. Und wenn die Eltern quasi bessere, gelingendere Co-Regulatoren wurden, man könnte sagen, die wurden plötzlich zum sicheren Hafen für ihre Kinder. Da machen die Kinder ganz früh schon, und das ist jetzt das Spannende, die Bindungsverletzung als verkörperte Erfahrung ist gefrorene Geschichte, hatte ich gesagt. Jetzt merkt das Kind, jetzt ist aber jemand da, jetzt werde ich gehört, jetzt werde ich gesehen. Jetzt spüre ich plötzlich da jemand. Hey, die atmet ja. Hey, die wird warm. Ich bin immer noch traurig, ich bin immer noch alleine, aber da ist jemand auf einmal angeschlossen. So, und jetzt machen Babys das, und das hat mich so fasziniert, das war so ein Lehrstück, zu sehen, wie die in so kurzer Zeit die implizite Erinnerung und innere Erfahrung, Beziehungserfahrung, die in ihnen eingegraben ist, letztlich die Verletzung aus der Schwangerschaft, Geburt, ersten Lebenszeit vor allen Dingen, die frühen Traumatisierungen, dass das Baby quasi Schwung holt in diese Entspanntheit, die jetzt auf einmal da war, die ihres Gegenübers, und sagen, so, jetzt will ich dir mal was erzählen, wie das eigentlich für mich war. Und ich packe jetzt mal aus. Das heißt, das Kind fängt natürlich nicht sprachlich, sondern präverbal, ohne Worte, körperlich an, seine Erfahrungsgeschichte mitzuteilen. Und das heißt, die fingen plötzlich an, ganz, ganz bitterlich ihre Einsamkeit zu beweinen. Die zeigten plötzlich Körpermuster, die uns Hinweise geben, was ist da in der Geburt passiert, wenn ich vielleicht stundenlang festgesteckt habe, wenn ich keine Atmung mehr hatte und todesnah war,
wenn ich in einem Raum war, wo mich Menschen nicht wollten am Anfang in der Schwangerschaft. Das waren Erfahrungen, die im Körper waren und diese Babys machen sofort die gehen sofort an 'n Start. Die sagen nicht: „Warten wir erst mal 10 Sitzungen Anamnese." Die machen erst mal zack: „Oh, du bist da, jetzt fangen wir an." Und was dann passierte, wenn die Eltern ja auf der einen Seite diese Beziehungsfähigkeit hatten und die Babys plötzlich den Raum bekamen, diese abgewehrten, im Körper steckenden starken Reaktionen auch sich mitzuteilen und damit gehalten zu werden und auch jetzt auf einmal zu spüren, da ist ja jemand hörbereit. Die hören diese Melodie, die partizipieren daran. Dann war die Erfahrung schon nach sehr, sehr kurzer Zeit, manchmal nach 'ner Viertelstunde, 20 Minuten, dass das Kind wie so durch so einen reinigen Zyklus geht und dann danach, nach diesen Prozessen, komplett die ganze Hochspannung, die in den Kindern vorher da ist, weg ist. Und jetzt sind die, ich sage mal, wirklich gelöst und weich und ganz soft sozusagen im Kontakt auf einmal auf den Eltern. Und die Eltern spüren, die lassen ja zum ersten Mal los. Der gibt sich ab. Der lässt sich fallen, mein Sohn. Das hat er nie gemacht. Das schreiben auch viele Eltern. Diese bindungsunsicheren regulatorischen Schwierigkeiten, also diese Beziehungsverunsicherung, zeigen sich für die Eltern als: mein Kind lässt nicht mehr los. Es hält fest. Nach diesen Erfahrungen aber, wenn die so aufweichen, werden die schwer und weich. So, und was jetzt passierte, und das ist jetzt der Link zum Herz, war, wenn die Babys diese Grunderfahrung machen und wieder dieses Landing so machen und so ein bisschen wie eine Mondlandung, dann kommen die so runter und verknüpfen sich und dann gibt es dieses ganz weiche, resonante Feld. Und jetzt beginnen sozusagen Regelkreise wehrkräftig zu werden, die sie eigentlich da sein sollten. Nämlich, das ist eine ganz viel liebevolle Zuwendung, weiche Ansprache, Prosodie, zärtliches abgestreichelt werden. Und das verbindet sich beides miteinander. Jetzt entfaltet sich plötzlich eine ganz liebevolle, herzliche Energie im Raum. Und das ist immer wieder eine wirklich zutiefst herzbezogene Erfahrung. Und die Eltern merken plötzlich und entwickeln plötzlich ein tiefes Erleben von innerer Berührtheit, ausgesprochen als Dankbarkeit, als Wertschätzung, als tiefes Annahmegefühl, das Gefühl, gut zu sein, als Eltern richtig zu sein, dem Kind helfen zu können, an der Seite bleiben zu können. Also ganz viel liebevolle Kernerfahrung, wenn man so will. So was ganz Urmenschliches, was da auf einmal kam. So dass man sagen könnte, die Babys sind sowieso Katalysatoren dieser verschütteten Herzkräfte oder Liebeskräfte. Ne? Das war so, die Long Story make it short, also ist so, dieser ganze Prozess führte eigentlich dahin, dass die Betroffenen, und zwar viel schneller als in klassischen therapeutischen Erfahrungen, die ich auch kannte, als wenn die Babys wie eine Art Dynamisierung dieser Herzkräfte und Liebeskräfte machen und die bringen uns, sie erinnern uns förmlich an diese ursprünglichen Bindungskräfte und Bindungsenergien. So. Und die Botschaft da drin ist eigentlich diese Aktivierung dieser Bindungskraft und das Erleben, erstmal organspezifische Erleben des Herzraums als Organempfindung. Das war total eindrücklich zu sehen. Immer wenn diese Bindungsprozesse losgehen, wenn das Bonding fühlend unter die Haut ging, dann war immer das Herz im Spiel. Das heißt, die erste Beobachtung war, Bindungsentwicklung und Herz sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und insofern war klar, wenn wir mit Bindungsthemen arbeiten, ist immer das Organ des Herzens, natürlich der ganze Körper, aber eine Art psychophysisches Zentrum ist das Herz. Das heißt, das pulsierende, das bewegte Herz. Und dann habe ich gesehen, dass es gibt eben doch moderne Forschung, und es hat mich interessiert. Ich habe angeguckt, habe gesehen und geschaut, was es dort an Studien auch in dem Feld gibt. Ich habe dann viel, auch verschiedene Diskussionen, auch in diesen Arbeitsgruppen, in denen ich war. Und man hat dann von verschiedenen Seiten gab es im Prinzip Hinweise, da gibt es was. Und dann haben wir auf diese psychokardiologischen Forschung geschaut und da war sichtbar, das Herz, das ist ja ganz anders, als man es klassischerweise sieht in der Kardiologie. Also das ist nicht einfach nur eine Pumpe, die so stumpf durch, wie so eine Art mechanischer Motor, sondern das Herz ist
aus diesen neuen Forschungen ganz starker Sitz von Emotionen. Es ist ein Empfindungszentrum. Es gibt da sehr viel Wissen. Es ist wie ein eigenes Neuronensystem. Es hat ein eigenes kleines Gehirn. Also das Herz ist also eine Art physisches Zentrum, aber auch gleichzeitig ein emotionales Zentrum des Selbsterlebens. Und die wichtigste Beobachtung aus diesen Forschungen war, das Herz selbst ist dann, wenn es eigentlich gesund ist und wenn es empfänglich und responsiv ist, beantwortungsbereit, dann reagiert es ganz ähnlich wie ein Baby. Reagiert auf alles, was uns umgibt. Eine liebevolle Zuwendung, gibt es eine Öffnungsreaktion. Wenn ich mich ängstlich angesprochen fühle und jemand ist böse zu mir und bedroht mich, dann zieht sich dieses Herz zusammen. Das Herz wird dann ganz flatterig. Und wir sehen ein Herz, das mal ganz, ganz, ganz heftig schlägt. Das macht eben nicht dieses du-dum, 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 du-dum. Das ist ein verlässliches Herz, ein ruhiges, tragendes Herzgeschehen. Also diese Herzpulsation, die da passiert, repräsentiert vielleicht das Gefühl von Sicherheit. Aber ein Hasenherz ist komplett anders. Ein Hasenherz hört sich auch anders an, fühlt sich anders an. Wenn ich ein Herz berühre in der Therapie und wir takten uns zusammen auf dieses Herz ein von einem Menschen mit einer Angst- und Panikstörung, dann hört sich das Herz so an. Das heißt, dieses Herz und diese Grunderfahrung und auch diese Eichung auf Angst und Gefahr, da waren wir am Anfang in unserem Gespräch, ist ein Stück enthalten in der Organqualität seiner Oszillation, seiner Schwingung. Das heißt, auch dann, wenn vielleicht jetzt gar kein Grund mehr ist für so einen Alarm und Gefahr, macht das Herz trotzdem weiter. Und man könnte es so sehen wie ein Baby, das ganz schnell sich zurückzieht und nur noch so ganz um die Ecke guckt und ganz vorsichtig ist mit Kontakten, weil es hat erlebt, die geht ja doch immer wieder. Die bleibt ja nicht lange. Oder ich kriege nur ein ganz bisschen und sobald ich nur ein bisschen still bin und alles habe gegessen und will nichts mehr und liege auf dem Boden, dann sind die alle weg. So wird so ein Kind sehr früh lernen, wie in einer Wüste, wie so eine Wüstenblume, sich mit wenig zufrieden zu gehen. Das Spannende war jetzt, dass diese Schwingungsfähigkeit des Herzens, das hüpfende Herz, das schwingungsbereite Herz, dass das in der Forschung heute gut schon ausgeleuchtet wurde. Ja, weil man hat gesehen, das gesunde Herz ist ein variabel schlagendes Herz, das quasi mit jeder Atemamplitude, mit jeder Bewegung mal in etwas verdichtet wird, man könnte fast sagen, ein bisschen umschlossen wird von den Lungenflügeln, dann schlägt das Herz ein bisschen schneller und in der Ausatmungsbewegung, und das ist der Entspannungspart des autonomen Nervensystems, schlägt das Herz ein bisschen ruhiger. Das heißt, es gibt quasi nicht, wenn wir 60 Schläge in der Minute haben, jede Sekunde punktgenau wie Metronom ein Herzschlag, sondern in der einen Sekunde schlägt das Herz 63 Schläge und im anderen schlägt es 57 Schläge. Aber es schlägt wie eine Sinuskurve, immer um so einen Punkt herum. Und sehr lebendige Menschen, die über eine hohe psychische Resilienz, die eine hohe Anpassungsfähigkeit, eine gute Emotionsregulationsfähigkeit haben, die haben diese sogenannte sehr schwingende Herzratenvariabilität. Das wissen wir heute aus der Präventionsforschung, aus der Stressforschung. Sehr eindrücklich, diese Forschung, wie gut die passen. Und das hat mich total fasziniert. Wie kann es jetzt, was ich sehe, ist, die Babys sind so eine Art Weichmacher. Und ich sehe diese ganz, ganz gespannte Erwachsene, die sehr zurückgehalten, ängstlich, vorsichtig sind. Auch ein bisschen gepanzert in ihrer eigenen Art, um sich ihr eigenes Zeug vom Leibe zu halten. Haben keine Verfügung darüber. Und die Babys schaffen das, durch diese Mauer sich durchzuwühlen, und die schaffen das, dieses innere System, was hinter all dem als gesunder Teil quasi immer noch da ist. Hinter all diesen Mauern, wenn man so will, um das mal metaphorisch zu sprechen, gibt es diese gesunde Ressource. Und das Baby schafft das in seiner Art viel schneller als irgendjemand anders, diese Bindungsressource aufzusuchen. Und kein anderes Wesen auf der Welt schafft es so schnell, ein Lächeln zu entlocken und zum Schmelzen zu bringen
Selbst rigideste Menschen werden auf einmal sweet, wenn sie als Großeltern plötzlich so ein Baby im Arm haben. Man sieht auf einmal, es sind andere Menschen, die fangen an zu strahlen, die lachen, die werden liebevoll, die machen all diese Sachen. Und wir sehen, das Baby erinnert uns in einer ganz tiefen Weise an diese ursprüngliche Grunderwartung, die wir alle haben, nämlich diese Bezogenheit. Der Wunsch, die Grundanlage, der ewige Wunsch nach Verbindung, nach Resonanz. Und das Baby ist wenn man so will, eine ständige Herausforderung. Um ein Baby zu verstehen, muss ich in Kontakt gehen. Ich kann ein Baby nur verstehen, wenn ich mich wieder verbinde. Wenn Eltern das über den Kopf machen wollen, klappt es nicht. Das Baby sagt, hey, nicht nur Kopf, mach nicht nur Kopf, mach mal ganz, mach mal mit Körper. Du Quatsch, jetzt sag ja, wie geht's dir mit dem Kind? Ja, super, ist total gut. Und das Baby sagt, Quatsch, du redest Unsinn. Das ist totaler Stuss, was du redest, weil ich spüre dich nicht. Du bist total im Kopf und das ist ein schönes Konzept, aber wahrnehmen tue ich dich nicht. Und diese Logik in der Arbeit, dass das Baby im Prinzip auf die Beziehungs-, aber auch Herzbereitschaft und die Ansprechbarkeit des Gegenübers so punktgenau, psychisch, emotional, aber auch körperlich reagiert, das fand ich großartig. Das finde ich bis heute großartig, weil das es ist ein so super Modell. Weil es so deutlich wird, hey, wenn du da bist, dann kann ich das ganz schnell in Form bringen wieder. Wir uns beide, aber ich mich selbst auch. Das ist ja auch so. Babys machen das relativ schnell klar. Die brauchen auch nicht 150 Sitzungen. Die machen 3, 4, 5 Sitzungen. Dann drücken sie dort diesen ganzen gehaltenen Irrsinn ja auch manchmal aus. Diese ganzen starken, traumatisierenden Erfahrungen tauchen so in dem Schrecken, wenn man so will, mal einen Moment auch an der Oberfläche auch wieder auf. Aber danach sagen Babys nicht, wir wollen jetzt erstmal 100 Sitzungen drüber reden, weil das alles so blöd war. Das Tolle ist, die sagen, lass uns direkt weitermachen. Jetzt machen wir einfach normal weiter, okay? Du bist jetzt ja da, du guckst mich jetzt an, wir schnurren miteinander, das ist super, jetzt haben wir es gut. Die sind also null nachtragend. Also die hängen quasi nicht nochmal ein Jahr hinterher und so und eigentlich wollen doch nochmal. Das war doch aber im ersten Jahr nicht so toll mit uns beiden. Nee, in der Babytherapie war es so, sobald diese Öffnungsdynamik entstand und der Raum des Unerinnerten ein Stück auch eine Anerkennung bekam, und das war faszinierend, manche Babys wollen das, die wollen im Prinzip bezeugt werden in dem Schmerz. Und es gibt eine zweite Gruppe von Babys, wahrscheinlich die nicht so massiv auch diese Traumatisierung erfahren haben. Da reicht denen das, wenn die Eltern plötzlich am Start sind. Die quasi so nach dem Motto, jetzt bist du ja in einer Öffnungsbereitschaft, entspannter, weicher, dann lass uns doch jetzt gleich mit dem Tanzen weitermachen. Aber lass uns nicht mehr über den alten Kram reden. So, als wenn die in der Beziehungswerdung quasi das war der traumalösende Teil schon. Also das jetzt Verfügbare. Aber es ist eben nicht bei allen. 50-50, kann man mal sagen. Das ist immer ein Überraschungspaket. Wie viel will das Kind nochmal so auch mitkriegen? Oh, Mama, Papa haben es verstanden. So, ja. So, und diese ganze Arbeit, das war mein Zugang auf diese ganze Herzthematik. Also, das habe ich nicht in der Körperpsychotherapie gelernt, das habe ich nicht in meinen Ausbildungen gelernt, das habe ich wirklich durch die Babys gelernt. Weil die haben dort etwas gezeigt und etwas präsentiert und in der Tiefe dieser Erfahrungen, wie dieses Verhältnis von Trauma und Herz, wenn man so will, Trauma und Bindung war, das habe ich direkt aus der Erfahrung quasi lernen müssen. Und ganz, ganz viele Ideen, die ich vorher hatte, habe ich umstellen müssen. Und die wichtigste Erfahrung war, okay, was war der Angang, was war der Anfang für die Babys, das in Form zu bringen, war ein Begleiter, der da ist, der resonanzfähig und in einem Sicherheitserleben ist. Der Mama, der Papa ist in der Lage, bei dem Schwierigsten, was da ist, weiterhin sicherer Ort zu bleiben. Und vielleicht das mal als Überleitung, das ist dann der Ort, wo ich sagte, so muss ein Therapeut auch sein. Also das genau brauchen wir in der Therapie auch, in der gleichen Weise, um mit diesen frühen präverbalen Babytraumen in Erwachsenen zu arbeiten. Da waren jetzt ganz viele wertvolle Aspekte in dem, was du gesagt hast. Ich würde noch mal gerne auf ein paar eingehen. Also einmal das, was du erzählst,
ist ja etwas, ich würde sagen, Wissen, das jetzt auch nicht so weit verbreitet ist. Weil was ich oft sehe, also man sieht natürlich auch ganz viele liebevolle Eltern auf der Straße, wenn man unterwegs ist, aber man sieht ja manchmal auch solche Situationen, wo man richtig merkt, da ist so krass Spannung und gefühlt gar keine Resonanz zwischen Eltern und Kind. Also das Kind schreit wirklich richtig rum, es hört sich schon fast qualvoll an. Und das Elternteil geht darauf aber gar nicht an, sondern bestraft es und ist genauso scharf. Ja, also wie so zwei, ich sage zwei Messer, die sich die ganze Zeit schneiden. Und also einmal diese Perspektive, ja, die vielleicht auch diese Eltern haben. Das Baby versteht nichts. Das schreit hier einfach nur rum, das nervt, das ist unfähig. Ja. Und ich finde, das ist so eine komplette Gegenperspektive zu dem, was du jetzt gerade aufgemacht hast, sozusagen. Das Baby spiegelt uns ja irgendwo selbst. Das Baby ist ein Katalysator, hast du gesagt. Das konfrontiert uns auch irgendwo mit unseren eigenen Themen, ne? Also, das sind so zwei komplett verschiedene Perspektiven. Und ich denke, diese Eltern machen das ja auch nicht. Also, wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nennen von dem Elternteil, dass da auch überhaupt nicht in Resonanz ist mit dem Kind. Ich nehme einfach mal an, dass das Wissen vielleicht auch fehlt. Ne? Du bist immer in Verbundenheit mit deinem Kind und dein Kind spiegelt dich. Es ist nicht so, dass du dein Kind irgendwie wie so eine Schablone formen musst und dass es einfach Dinge nicht versteht und unfähig ist und so weiter und so fort, sondern das tritt mit dir stark in Resonanz. Ich glaube, das ist erstmal so ein Punkt, wenn man das mal so nochmal so abreißt, den vielleicht viele nicht so sehen. Und deswegen finde ich es schön, was du das erzählt hast, weil du bist natürlich tief im Thema seit Jahren und redest davon und bist wahrscheinlich auch mit vielen Leuten in Kontakt, die das wissen und genauso sehen. Aber ich als Außenstehender kann dir, denke ich mal, spiegeln, viele wissen das überhaupt nicht. Oder viele haben das noch nie so betrachtet. Deswegen finde ich das so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Und was mich jetzt aber auch noch interessiert ist, du hast gesagt, unsere Organe funktionieren dann anders. Ne? Nehmen wir mal an, okay, also es wäre wünschenswert und schön, wenn ein Baby dann diese heilende Erfahrung schon macht. Aber oft ist es ja so, würde ich jetzt mal sagen, dass es ja nicht passiert und dann sind wir erwachsen und unsere Organe, unser Herz schlägt anders, ist vielleicht überaktiv, es ist schwer für uns zu regulieren und so weiter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen tun oft etwas daran, sich zu verändern, wenn sie das auch greifbar haben und verstehen, okay, wenn ich so weitermache, dann tut mir das auf jeden Fall nicht gut, dann wird mir das schaden. Und das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also wenn jetzt unser Herz zum Beispiel überstimuliert ist, ja, du hast von einer Angst- und Panikattacke zum Beispiel gesprochen, ne, wo das Herz sehr schnell schlägt. Langfristig gesehen, was macht so ein überstimulierter Körper, ein überstimuliertes Organsystem mit einem Menschenleben? Das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Also meistens auf der letzten Seite. Also, es ist natürlich genau diese ganzen vielen Menschen, die sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, diese starken, viel und weit verbreiteten Zivilisationserkrankungen, also strukturelle Probleme, die daraus erwachsen, die wäre eine Antwort. Wir haben also eine ständige funktionelle Fehllagerung. Man könnte sagen, das System ist dauernd überfordert. Ein Baby zum Beispiel, was das so lernt, im Prinzip, ich möchte gerne über das reden, ich möchte das gerne ausdrücken, wie es mir geht. Ich habe vielleicht einen sehr schwierigen Start gehabt. Ich war getrennt von meinen Eltern in der Klinik. Und wir haben sehr viele solcher Kinder, die eben eine schwierige Startbiografie haben. Aber das ist nicht nur das, sondern das ist vielleicht, man könnte sagen, wie so ein Rucksack, den die erstmal haben, der den Start schwierig macht. So, jetzt wollen die aber einfach darüber sich mitteilen und sind dann auch unruhiger und quengeln viel und weinen auch vielleicht. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, die Eltern sagen, pass auf, ich tue alles, um dir das zu ersparen. Viele Eltern sagen jetzt, die modernen vor allen Dingen, bindungsorientierte, ausgerichtete Eltern sagen, du sollst das nicht haben. Wir stellen dich auch nicht in den Garten. Du bist immer bei uns. Wir machen alles, damit du happy bist. So. Und die Message ist, es geht besser mit dir, wenn du einfach diese starken Reaktionen nicht zeigst, weil die beängstigen mich. Also tun die alles, um den Deckel drauf zu halten.
Mhm. Das heißt, das Kind physiologisch betrachtet hat nicht die Chance, diesen Zyklus auch zu Ende zu gehen, sich mitzuteilen, gehört zu werden und zu landen und danach die Spannung auch loszulassen und dann in eine natürliche, tiefe Atempulsation zu kommen. Dass das Herz wenn man so will, als Repräsentant dieser Stresserfahrung aus so einem aus so einem Hyper, so von höchster Last, in dem es ist. Weil es ist in Spannung an der Peripherie, muss das Herz mehr leisten. Es muss mehr Arbeit leisten, um seiner Aufgabe gerecht zu werden, nämlich den Kreislauf in Schwung zu halten. Wenn die ganze Peripherie verschlossen ist, weil ich mich bindungsunsicher fühle, weil ich nicht aufgehoben mich fühle, dann bin ich in Anspannung. Und diese Anspannung heißt, das Herz muss richtig arbeiten. Wenn wir in unserer Therapie mit Menschen jetzt dahin gehen, in unserem therapeutischen Raum, und lassen sie selbst oder von außen das Herz berühren, also ich berühre oder die Person berührt ihr Herz und wir stimmen uns auf das Herz ein, dann sehen wir in diesem Fall eine ganz interessante Geschichte, nämlich dieses Vorsichtige, die Beziehungsunsicherheit, das Misstrauen führt zu einer bestimmten Belastung des Herzens. Das Herz wird auf einmal, man merkt, wie das arbeiten muss. Das pocht. So ein Herz, das rum, 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 rum. Das Mhm. hört sich an wie ein Motor manchmal, wie eine Maschine. Das ist richtig hart, das hat nichts Welliges, das ist nicht weich und fluffig, sondern es hat einen richtigen Nachdruck. Und Menschen, die viel Druck haben, auch viel Leistungsdruck, die ihr Wertsein unter Beweis stellen müssen. Also all das, was wir dann tun an Kompensationen, um unseren Liebesbedarf und unsere Existenzberechtigung nachzuweisen, diese Spannungshaltung, will ich das mal nennen, und diese Kompensation haben eine Rückwirkung auf diese ganz zentralen Organe, weil dieser Druck, den ich aufbaue, der psychisch da ist, baut auch deinen tatsächlichen Druck auf. Ganz einfach gesprochen, meine periphere Anspannung aufgrund meiner Stresslage verschließt meine peripheren Gefäße, also die feinen Gefäße an der Hautoberfläche, die sind nicht so öffnungsbereit. Das heißt, die Versorgung und die Pumpleistung des Herzens muss unterstützt werden. Und das hören wir, dass das Herz richtig gegen diese Stresswand anarbeiten muss. Also ängstliche Menschen, belastete Menschen, Menschen unter Leistungsdruck haben dieses Thema lange bevor sie übrigens einen Hochdruck entwickeln. Die These ist, diese Arrhythmik, diese Anstrengung, wenn ich mit Menschen arbeite, in der therapeutischen, herzbezogenen Arbeit, kriege ich einen Zugriff auf die gesammelten Beziehungserfahrungen, die über das Organ plötzlich zugriffig werden. Wie sowas wie, ich bin immer vorsichtig, ich passe immer auf, ich muss mich immer anstrengen. Ich bin gewohnheitsmäßig, mache ich Folgendes, ich lege eine Schippe drauf, damit mich Menschen trotzdem noch mögen. Okay, ich habe das Gefühl, ich mache das schon, Thomas. Ich habe das Gefühl, in Bindungen bin ich oft unsicher. Ich habe das Gefühl, ich muss ständig leisten. Ich muss noch eine Schippe drauflegen. Also ich kann mich damit sehr viel identifizieren, was du sagst. Das heißt, mein Herz wahrscheinlich schlägt stärker und anders rhythmisch und hat eine höhere Belastung, als wenn wir jetzt mich einmal klonen und mich sozusagen in einer Position haben, wo ich mich tief in Verbindung fühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss leisten. Ja, machen wir noch mal einen ganz kleinen Bogen zurück zur Bindung, weil wir dürfen ja nicht vergessen, diese Haltung und diese gewohnheitsmäßigen Versuche, doch noch liebenswert zu sein. Wir müssen ja sagen, wir strengen uns ja deswegen an, und das lernen wir schon sehr früh, weil wenn der Junge brav ist, wenn der richtig Gas gibt und der erfolgreich ist im Sport, in der Musik, wo auch immer, dann finden wir ihn toll. Dann ist er doch total super. Dann mögen wir ihn. Dann habe ich eine richtig gute Zeit zu Hause, weil alle sind leistungsorientiert. Das heißt, diese Versuche, die Schippe, die wir drauflegen, ist ja ein Versuch, doch noch was von dem Kuchen abzubekommen. In Bezug auf den Körper, auf unsere Selbstregulation, wäre aber manchmal vielleicht unser Körper lieber
und würde sich in den Arm legen und kuscheln und ausruhen, weil ich komme schon von der Schule. Ich will gar nicht leisten. Ich will einfach nur jetzt auftanken. Ich will Ruhe haben. Ich will mich niederlassen, rumdümpeln. Da ist eigentlich gar kein Bock zu jetzt leisten, ja. So, das heißt, es ist wie eine Schieflage, es ist eine Fehllage. Ich bleibe in dem Versuch, ein bisschen mehr zu tun, als mein Körper von alleine hergeben mag. Und das erzeugt natürlich eine subtile, aber dauerhafte Stresslage. Und die Stresslage würden wir mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit in einer sehr charakteristischen Weise an dem Herzen fühlen und spüren können. Wenn ich also mit den Patienten dahin gehe, dass sie lernen, ihr Herz zu spüren und zu hören, das ist sehr haptisch, das ist eine direkte körperliche Verbindung, die ich aufbaue. Wenn du jetzt mein Herz spüren würdest, könntest du mir da schon was zu sagen? Wenn wir zusammen uns einstimmen würden auf diesen Herzpuls und auf den Herzschlag, würden wir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit einen bestimmten Tonus, eine bestimmte Grundmelodie, eine bestimmte Grundrhythmik finden, also das Herz in der Art, wie es schlägt, und das ist das Faszinierende, enthält so ein bisschen die gesammelten Reaktionsmechanismen, über die wir jetzt gesprochen haben. Und das Faszinierende ist, wenn wir das im Kontakt machen, in der Resonanz, jetzt in der psychotherapeutischen Arbeit, beginnt plötzlich einerseits die Schutzhaltung mit mir zu sprechen und gleichzeitig kriege ich einen Zugang zu dem darunter liegenden tiefen Bindungswunsch. Also das, was ich eigentlich wirklich gern möchte. Weil die meisten Leute haben nicht Lust, dauernd so viel ackern zu müssen und so viel sich anstrengen zu müssen. Dahinter ist vielleicht erstmal spürbar eine Ängstlichkeit. Wenn ich nämlich nicht gut bin, dann verliere ich den Kontakt. Dann mögen mich Leute nicht, dann dann werde ich abgelehnt. Oder ich bin nichts wert, da ist nichts, da fühle ich mich ganz sinnlos und verloren. Und dahinter ist meistens und auch am Herz zu spüren, was ganz am Grunde, könnte man sagen, all diese Erfahrungen gibt es sowas wie eine ganz tiefe Gewissheit, das wäre gut für mich. Das ist das, was ich eigentlich wirklich brauche. Ich brauche einfach zum Beispiel nur jemanden, der gelassen und ruhig bei mir ist. Ich weiß, dass ich mehr Zeit für mich bräuchte, für die Regeneration. Ich weiß, ich sollte jetzt nicht arbeiten, sondern mich lieber mit meinen Kindern beschäftigen, meine Freunde sehen, einfach mal 5 Grad sein lassen. So, das heißt, es ist so ein bisschen auch ein Lügendetektor. Genau wie die Babys ist das Herz so ein ganz quecksilbriges System, mit dem ich an diesem ganz ursprünglichen Selbsterleben auch verbunden bin. Und es gibt mir ganz viele Informationen, das ist das Tolle, über eine innere Wahrheit vielleicht, über ein inneres, so sollte es sein, aber so ist es auch. Nicht wie du denkst. Hier ist es anders, als was dein Kopf ist. Ansonsten bist du ein toller Tech, du bist toll, alles super, alle finden dich klasse. Bewegst du dich in deiner Aufmerksamkeit dann zu dem Herzen, kommt eine andere Art deines Selbsterlebens ganz schnell nach vorne und wir kriegen über diesen Herzbezug, über den Herzschlag mit den Patienten, mit den Menschen einen Zugang zu ihrem, man könnte sagen, brüchigen Selbsterleben erstmal. Erstmal, da bin ich unsicher, da fühle ich mich gar nicht safe, da bin ich ganz zittrig, damit so. Und dann das Tolle ist, wenn das auch Platz bekommt. Und das ist auch wieder so ähnlich wie bei den ganz Kleinen, wenn das dann auch emotional wie aus der Form sich herauslöst und diese ganzen Affekte, die aus dieser Bindungsunsicherheit resultiert sind. Denken wir an unseren Anfang vom Gespräch, die Ängste vielleicht, von denen kommt was. Das darf jetzt mal sein. Und da habe ich vielleicht gelernt, ich muss ein bisschen mehr tun als normal. Dann war der Alte ruhig. Dann war zumindest mal, er kann ja doch was. So, ja, also, und diese Haltung da drin ist aber angstgebunden. Und die kriegt jetzt in der Arbeit plötzlich einen Platz. Und diese ängstliche Haltung wird zum Beispiel an dem Organ sehr spürbar, wird eingebunden, kommt in den Kontakt, wird aussprechfähig, wird fühlfähig. Und dann beginnt auf einmal in der Arbeit was ganz anderes, nämlich das Herz beginnt jetzt in einer anderen Weise, vielleicht in seiner natürlichen Fasson zu schlagen. Es wird weicher, nachgiebiger. Es ist plötzlich im Kontakt an der Hand spürbar. Es kuschelt sich förmlich an, es sucht sozusagen Verbindung und es ist nicht mehr so defensiv, es ist nicht mehr so hart. Der Schlag war vielleicht vorher so kraftvoll, arbeitend, ackernd.
So, und auf einmal wird es ganz fluffig, weich, hüpfend, zärtlich. Und das Verrückte ist diese physiologische Komponente, also der objektive Körper, der sich da verändert, korreliert mit bestimmten Gefühlen und Beziehungserleben. Und auf einmal, wenn wir das machen, merken die Leute, weiß jetzt gar nicht, ob das so gut ist, dauernd das so weiterzumachen. Ich habe eigentlich auch auf andere Sachen Lust. Eigentlich, ich entscheide mich immer für mehr und Arbeit genau. und vielleicht nicht mehr so für die liebevollen Dinge. Eine Frage, die mir letztens ein Freund gestellt hat, und ich finde, die passt ganz gut zu dem, was wir gerade besprechen, ist so, weil ich habe auch über diese Diskrepanz mit ihm gesprochen. Was willst du und was brauchst du? Ja. Weil manchmal haben wir das Gefühl, oh, ich will das haben und ich will die Anerkennung und ich will da noch mehr und ich will da noch mehr Gas geben und will mehr von diesem Gefühl und ne, dieses ganze Verlangen quasi. Und manchmal steht dieses Verlangen im Konträr zu dem, was du eigentlich brauchst. Weil eigentlich brauchst du gar nicht mehr, sondern das, was du gerade gesagt hast, vielleicht brauchst du mehr von der Ruhe. Vielleicht, ne, darfst du mal mehr ankommen und so weiter und so fort. Und ich finde, also für mich persönlich zum Beispiel auch, ich weiß, dass ich zum Beispiel mehr Ruhe bräuchte, dass ich weniger arbeiten sollte, dass ich mir mehr Ruhe gönnen sollte und so weiter und so fort. Der schwierigste Schritt, finde ich, ist von diesem Wissen in die Integration zu gehen. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so. Natürlich, ne, erstmal ist dieses Wissen braucht man erstmal, um da so einen Zugang zu bekommen und so ein Verständnis zu bekommen. Und der nächste Schritt ist dann so diese Integration. Und ich glaube, das ist das, was ganz vielen Menschen schwerfällt. Vielleicht können wir darauf auch nochmal ein bisschen mehr eingehen. Und trotzdem hatte ich nochmal eine Frage, die gerade in meinen Kopf kam. Was denkst du, Thomas, ist, wenn du das in einem Wort beschreiben würdest, wonach sehen wir uns als Menschen? Was ist das, was wir brauchen? Was ist so die Essenz? Weil, was ich gerade so gesehen habe, wo du das so beschrieben hast mit dem Herzen, ist wie so eine Zwiebel. Und wir haben so einen Kern und da sind ganz viele Schichten drüber, so, ne? Die sich auch drüber gelegt haben, vielleicht durch die Biografie und unbewusst. Und was wir so ein bisschen versuchen, ist wieder an den Kern zu bekommen. Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung, wie sieht dieser Kern aus? Also ich glaube erstmal, dass diese herzbasierten Bindungserfahrungen sind ja im Kern Erfahrungen, wo wir sein können. Wir sind okay, wie wir sind. Und wir dürfen so sein. Und das ist nicht nur mit den glänzenden und tollen Seiten, sondern auch mit den schwierigen Teilen. Also erstmal mit dem, wie ich bin, ein Stück in dem Beziehungssystem gesehen und gehört zu werden. Ich glaube, wir sind Bindungswesen und ich glaube, dieses Gefühl, und das ist ja die Sicherheit, ich bin in dem Beziehungsraum und gut gelitten. Ich darf mich auch so zeigen und ich fall weich. Das ist eigentlich vielleicht eine Grunderfahrung, in die wir im besten Fall geeicht werden. Und das könnte man sagen, ist eine verlässliche Herzbeziehung. Und das ist eine verlässliche Liebesbeziehung. Die im Prinzip, ja, du hast versagt, du hast deine Prüfung nicht geschafft. Ja, du warst unglücklich, das war nichts mit deinem Wettkampf. Ja, du hast Schmerzen, bist zurückgewöhnt, hast dumme Sachen gemacht, hast mal was verkehrt gemacht. Aber das ändert nichts daran, wir sind safe miteinander. Ja, darüber können wir reden, aber es ändert in der Tiefe nichts an dieser Connection. Das ist, glaube ich, das, was wir eigentlich in dieser Arbeit so feststellen. So ein tiefes Bonding ist eine Art von Herzpipeline. Die ist überlagert von ganz, ganz vielen anderen Erfahrungen. Aber Bindungsstabilität heißt, diese Pipeline, wenn man sich das bildlich vorstellen kann, diese Herz-zu-Herz-Pipeline, die ist nicht attackiert. Die ist zwar mal fülliger oder weniger, aber die reißt nicht komplett ab. Die ist da, die bleibt auch da. Und ich glaube, tragende Liebesbeziehungen, und letztlich sind Bindungsbeziehungen Liebesbeziehungen, die tragen weiter. Dein Freund lässt dich nicht gleich fallen, wenn du einmal ein Arsch bist. Ja? Sondern der sagt, es hat mir wehgetan,
was du gesagt hast, und das war nicht gut für mich, aber komm, wir machen jetzt weiter. Wir reden drüber. Wir versuchen das zu klären. Wir haben zwar eine Erschütterung, aber wir kriegen das hin, weil die Herzkraft, weil die Beziehung und Bindungskraft stärker ist. So. Und deswegen die Frage, ich glaube, dieses Seinsbasierte und dieses starke Erleben von tief in der Tiefe berührt zu sein, am Grunde berührt zu sein. Ich mit mir selbst, das ist die Selbstanbindung, ich bin mir selbst treu und in Verbindung, aber in der Beziehung Menschen, Systeme, Beziehungssysteme zu haben, in denen ich mich niederlassen kann, in denen ich sein kann. Ich glaube, das ist schon auch in meiner therapeutischen Erfahrung etwas, was eigentlich alle Menschen, mit denen ich arbeiten haben. Eine tiefe Sehnsucht nach ungebrochenen, solchen essentiellen Erfahrungen und Begegnungen. Was ich da raushöre, ist ja so ein tiefes Gefühl auch von Sicherheit. Vielleicht auch ein Gefühl, dass wir auch versuchen, wenn wir diese Bindung nicht haben, über andere Dinge zu bekommen, die uns heute in unserem kapitalistischen System dann verkauft werden. Ne? Wenn du Ja. das hast, bekommst du Sicherheit. Wenn du das Monetäre hast oder das besitzt, dann hast du diese Sicherheit. Das ist vielleicht dieses ganz tiefe Bedürfnis, das uns dann auch zu ganz vielen Handlungen führt, wo wir eigentlich wissen, eigentlich ist das nicht das, was mich zum Kern zurückbringt. Es ist eigentlich etwas ganz Simples, Zwischenmenschliches, das uns wirklich glücklich macht. Das ist ja auch diese Forschung aus Harvard, meine ich, ne? Diese größte Studie, die zeigt, was macht uns wirklich glücklich als Menschen. Ne? Das sind ja diese tiefen Beziehungen, die wir im Leben haben, diese Verbindungen. Und da könnte man sagen, wenn wir das Herz jetzt mal als Fokus dazu nehmen, es sind diese wirklichen herzassoziierten Erfahrungen und Begegnungen, die es sind. Also man könnte sagen, alles, wo wir diese nährenden Erfahrungen haben, die für uns bedeutungsvoll, essentiell tiefgehend sind, ist das Herz immer mit im Spiel. Ich liebe es zu segeln. Also ich habe eine Liebesbeziehung zum Segeln. Ja? Ich habe aber auch eine Liebesbeziehung mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Und immer ist das Herz beteiligt. Und immer ist es das, wo in dieser Beziehung dieses Organ angesprochen ist. Ich habe aber auch viele, viele Beziehungen, Kollegen, Menschen, die ich mag, die nett sind. Aber die sind nicht nachhaltig. Sobald eine kleine Erschütterung ist, vergesse ich die alle. Es ist so schön, was du sagst, weil oft minimieren wir Liebe auf so einem bestimmten Bereich. Und Liebe sind aber so viele Dinge. Ich habe letztens ein Zitat von Franz Kafka gelesen. Liebe ist überall. Also ist es jetzt sinngemäß wiedergegeben. Liebe ist überall und Liebe ist der Moment, wo du wieder mehr Weite spürst. Oh. Und das kann in so vielen Situationen und Momenten sein. Und das ist vielleicht auch dieses, was du gerade gesagt hast, ja, zum Beispiel die Liebe zum Segeln. Beim Segeln fühle ich die Weite. Wenn ich auf dem Meer bin und dieses Gefühl von Weite, dieses Gefühl von Weite ist ja auch irgendwo Verbundenheit in dem Moment. Weil wenn du Weite spürst, dann bist du verbunden mit anderen Dingen. Ich glaube, wir vergessen es oft, dass Liebe in so vielen Dingen steckt und nicht nur singulär ist. Ja, ich würde vielleicht sogar sagen, diese ganz frühe Dynamik der ersten Beziehung lässt es zu, dass deine Liebe verteilt wird. Ja? Und was du ja gerade beschreibst, ist, wenn du diesen nicht erfüllten Bindungswunsch hast, bleibst du in diesem ständigen Hunger und bist eigentlich im dauernd am Versuchen, diese Leere irgendwie anderweitig aufzufüllen. Mit ganz viel Aktionismus, mit viel Tun, Arbeit, materiellen Dingen. Und das ist natürlich ein Versuch, irgendwie was von diesem Zeug doch noch zu kriegen. Ja. Wenn wir aber jetzt die Arbeit mit den Menschen machen und die gehen an diese essentiellen Teile ihrer Erfahrung, dann beobachten wir, und das ist oft ein sehr langer Prozess. Das ist nicht, dass man 2 Sitzungen wie bei den Babys, wir reden jetzt hier dann von einem langen, manchmal jahrelangen Prozess. Aber das, was mal da rauskommt, ist, das sind dann oft ganz unspektakuläre Dinge, die diese Nährung und dieses Füllende und diese tiefe Begegnung beinhalten. Das ist vielleicht, man sitzt morgens zusammen und schaut sich an und kleine Momente, wo man schweigend nebeneinander sitzt, man hält die Hand von einem Menschen, man hat ein bestimmtes
an einem Ort, in seinem Garten, in der Natur. Also diese Weitung, die Liebe zur Natur, die Liebe zu zu einer Aktivität, zu einer Bewegung, die Liebe zu einer Gruppe oder zu einer musikalischen Sache. Wenn ich mit Menschen rede, wundere ich mich immer, wie, wie unspektakulär die größten Schätze sind. Also von außen betrachtet. Es sind kein Mensch würde sagen, das ist aber total super. Das gibt dir so viel. Das ist so wertschätzend für dich, dass es dir das Herzglück zum Hüpfen bringt. Ja. Ich sage immer selber, wenn ich mal an mich denke, ich habe natürlich auch ein Leben, was so ganz schön durchgetaktet ist und wo ich echt viel am Reisen bin und viel Menschen sehe und so. Ja. Und dann, das mag ich, das liebe ich auch. Ich schätze es über alle Maßen. Aber ich merke auch, ich brauche diesen Ausgleich. Und ich brauche Phasen, wo ich wirklich komplett was total Unanspruchsvolles mache. Mhm. Deswegen ist vielleicht Segeln so eine Passion, weil da habe ich keine Chance zum Nachdenken. Ich bin einfach da auf dem Wasser, der Wind, die Natur, die Elemente. Ich muss aber immer ein bisschen aufpassen, ein bisschen gucken, aber so ganz leicht. Also ich bin immer im Moment. Aber es gibt so eine andere Sache, manchmal bin ich zu Hause oder in meinem Garten und laufe mit dem Besen so ein bisschen wie Beppo der Straßenkehrer, so aus Momo, sag ich jetzt mal, so um mein Haus rum und kehre Laub. Bei uns sind viele große Eichenbäume und so. Ja. Und wenn ich sagen will, das ist so der Inbegriff für mich, wo nichts Besonderes tun. Ja. Ich muss gar nichts machen. Ich mache so ganz stumpfes Zeug, 2, 3 Stunden und dann an der frischen Luft und bewege mich dabei und so. Und das sind so Sachen, da würde ich jemandem anders erzählen, der fasst sich an den Kopf und denkt, geht's noch? Also das ist das Langweiligste für den, was er sich vorstellen kann. Aber für mich, in meinem Kontext, in meinem biopsychosozialen Raum, ist es bedeutungsvoll und macht mich auch glücklich, auf eine gewisse Weise. Ja, und Glück, das hat Lukas Klaschinski mal so schön gesagt bei mir im Podcast. Glück ist kein Dauerzustand, sondern es ist ein Moment. Es ist ein Moment, der kommt reingeflattert und flattert wieder raus. Und das passiert in solchen Momenten, wo wir auch gar nicht damit rechnen. Ne? Er hat das so beschrieben, wir stehen an der Ampel, die Sonne fällt uns ins Gesicht und wir denken uns, ach, ist einfach gerade ein schöner Moment. So, oder wir waren ja gerade noch einen Kaffee trinken, wo wir hier rüber gelaufen sind, da musste ich jetzt gerade irgendwie denken. Das Wetter war einfach schon nicht, sagst du dir, ey Thomas, irgendwie voll das schöne Wetter. So, weißt du, dieser Moment, diese kleinen Momente, die du gerade beschrieben hast, die unspektakulär sind, geben uns manchmal dieses Glück. Und trotzdem ist, denke ich, Glück nicht etwas, was wir hinterherjagen sollten, weil es halt wirklich nur punktuell ist, sondern ich glaube, diese Basis, und das ist auch das, wovon du jetzt die ganze Zeit gesprochen hast, ne, dass sich das entfalten kann, ist die Lebenszufriedenheit. So, dass wir die erzeugen können, dass wir ihr Raum geben können. Ja, ich glaube, es sind ganz, ganz oft natürlich eigentlich überall kleine Wertschätzungsbeziehungen. Ja, also ich glaube, das stärkste affektive Erleben, das auch an das Herz gebunden ist, was wir auch wissen, was so ein Booster ist für die Herzaktivierung, ist genau das, was du beschreibst. Diese kleinen Momente, ich gucke in den Himmel, ich sehe den blauen, strahlenden Himmel oder ich spüre den frischen Wind jetzt im Frühjahr, ich merke das Aufkeimende, ich sehe eine Blume, eine Narzisse. Es ist ja nicht alles super spektakulär, aber es ist in sehr auf einmal so was wie Aufbruch. Oder entscheidend ist aber nicht, dass es da ist. Das ist so wichtig. Es reicht nicht, dass du umgeben bist von diesen Schönheiten. Der entscheidende Punkt ist, dass eine subjektive Beziehung zu dem Geschehen passiert. Die Herzbeziehung, die nährt, ist eigentlich erst dann, wenn du anfängst, es zu realisieren. Das heißt, es ist schon schön, in einer schönen Umgebung zu sein. Aber ich kenne viele Menschen, die haben wunderschöne Häuser, wunderschöne Gärten. Die haben alles, im Prinzip, die leben an den schönsten Orten dieser Welt und sind total tief unglücklich. Weil diese innere, man könnte sagen, Bezogenheit und diese innere Lenkung meiner Aufmerksamkeit und meiner Wertschätzungsenergie zu den Sachen zu wenig da ist. Wir führen quasi zu wenig liebevolle Beziehungen zu ihrer Umwelt. Und das fängt an bei ganz einfachen Dingen, die ich tue, Alltagsverrichtungen. Es fängt an, manchmal zu sagen, hey, was habe ich ein Schwein?
sagte eine gute Kollegin, ich würde fast sagen Freundin von mir, eine Gesundheitsforscherin, die sagte, ja, Mann, du, es ist so ein Glück, dass du so geboren bist, dass du heute sowas machen kannst. Es ist absolut, kannst du dir nicht aussuchen. Du hast Glück, gerade mal in so einer Familie groß zu werden, die nicht in Gaza lebt, die in Deutschland ist, wo du hast genug Geld, du kannst Arbeit machen, du kannst bis Bildung. Was hätten wir in ein anderes Leben geführt, wenn wir an anderen Orten dieser Erde den Staat gemacht hätten? So. Aber diese, diese innere Beziehung, da ein Stück weit eine innere Beziehung von Dankbarkeit oder so Ja. eine Art Wertschätzung zu führen, die ist so wichtig. Und das sind nicht immer die großen Sachen. Und der ganze Tag ist im Prinzip voll davon. Und was ich merke, wenn Menschen das mehr machen, die entwickeln so eine gesunde Art von Demut. Es ist sowas wie, es ist nicht, also weil ich glaube, du kriegst nach einer Weile eine Unterscheidung, was ist Erregung Ja, und was ist Füllung. voll. Ja, also so, ich glaube, dass diese liebevolle, liebesspendende Erfahrung, und das ist die bindungsbasierte da drin, ist eigentlich eine ganz unspektakuläre Kraft. Und ich glaube, das gute Modell ist auch da wieder die frühe Beziehung. Eine frühe Beziehung mit Babys, die wir haben, ist ja 95%, 98% völlig langweilig unspektakulär. Es ist ja nicht dauernd so ein Dauerorgasmus. Das ist im Prinzip ganz viele von diesen ganz kleinen Erfahrungen, die einfach wunderschön sind, aber die du auch nicht so, da machst du ja nicht ein großes, jedes Mal ein Bild von und hängst an die Wand, sondern du sagst einfach, hey, das ist süß, wie die mich jetzt anguckt, wie die lächelt, wie sie da ist, wie sie was entdeckt. Es sind so ganz viele so kleine Grüner, sozusagen, wie so kleine Aufheller. Und ja, und ich glaube, so ist es im normalen Leben tatsächlich auch, dass wenn ich diese innere Wertschätzungsbeziehung viel realisiere, dann ist es wie so ein grüner Strauß, Ja. der wachsen darf. Ich war ja vor ein paar Tagen in Berlin und habe da auch eine Produktion mit Verena König gemacht, die du ja auch kennst. Und ich fand es so schön, dass sie mir irgendwo das bestätigt hat, was ich auch in dem Moment gefühlt habe. Also ich habe mich einfach, es war einfach schön für mich, in Berlin zu sein, in einer anderen Stadt, dass ich da in verschiedenen Produktionen mitwirken durfte, dass ich diese Möglichkeit habe, dieses Privileg, dieses Gefühl von Dankbarkeit und Wertschätzung. Und dann habe ich mit Verena gesprochen, die ja nochmal 15 bis 20 Jahre fast älter ist als ich, die mir genau dasselbe bestätigt hat. So dieses, boah, Leon, ich finde, es ist ein totales Privileg, dass ich auch in Berlin sein darf. Ich habe hier verschiedene Interviews momentan. Und wie toll ist das? Und da habe ich gemerkt, okay, anscheinend, das ist auch nicht zeitgebunden, sondern das ist ein Gefühl von Dankbarkeit und Wertschätzung. Das kannst du auch noch in 20, in 30, 40, 50 Jahren haben. Das ist ein Gefühl, das bleibt halt aufrecht. Das ist so ein Gefühl der Nachhaltigkeit, dieses Gefühl der Fülle, das du beschrieben hast. Und das ist vielleicht so ein bisschen im Gegensatz zu der Erregung. Die Erregung ist halt sehr kurzfristig. Sie ist nicht wirklich langfristig. Was denkst du, Thomas, steht Fülle so im Gegensatz zur Erregung? Oder ist es auch miteinander integrierbar auf eine gesunde Art und Weise? Weil was ich oft sehe, und das empfinde ich so, dass wir in der modernen Welt, uns wird oft Erregung verkauft. Uns wird oft verkauft, du musst den Weg der Erregung gehen, weil das macht dich glücklich, weißt du? Wenn du dir jetzt noch ein größeres Auto kaufst, wenn du noch mehr Geld verdienst, wenn du noch einen besseren Körper hast oder keine Ahnung, ja, also immer das Reizvolle so. Ich habe das Gefühl, und wir werden so ein bisschen dahin gelenkt, dass das Erstrebenswerte ist, wobei die Fülle ja irgendwie so ganz woanders steht. Wie siehst du diese Beziehung von Erregung zu Fülle? Naja, ich glaube, ganz viel Erregung ist eben, erreicht so eine Schicht in mir, wo ja auch ich investiert habe, in einer bestimmten Weise erscheinen zu wollen, man könnte sagen, in so klassische Begriffe, in dieses falsche Selbst, wo ich so Glamour, glänzen, Spaß haben, Fun Factory, sage ich jetzt mal. Das ist so.
alle diese Erfahrungen, die sind ja nicht schlecht per se. Die sind, ne, feiern gehen, machen, ausgelassen sein. Aber wenn sie ein Teil von einem Image sind, wenn sie ein Teil von meinem Selbstkostüm sind, weil ich denke, wenn ich das habe, wenn ich das mache, dann bin ich richtig. Dann können wir auch sagen, ja, dann habe ich es geschafft, dann bin ich liebenswert. Mhm. Und meine Erfahrung ist, wenn wir diesen Teil von unserem Selbst sehr, sehr viel füttern und nähren, dann erzeugt es sehr, sehr viel enthusiastische Erregung. Das ist etwas, wo ich sehr, sehr viel, man könnte sagen, Aufregungsenergie habe, die eine Flirrigkeit erzeugt. Das ist wie ungebundene Erregung. Ja, das erlebe ich auch oft so. Das kenne ich selber auch. Wenn ich das so viel mache, gehe gerne mal ins Fußballstadion. Das finde ich super. Also, das mache ich gerne. Und ich bin total flirrig danach. Da habe ich auch Aufgewühlt, erregt, aufgewühlt. Ja, das ist total geil. Also, es Ja. ist super. Setzt Und auch ich mache Energie das. frei, so, ne? So, Ja. man denkt, das ist alles. Das können wir eigentlich nur machen. Ja. Aber so, und dann komme ich nach Hause und dann kommt da irgendjemand und sagt mir, also komm mal wieder runter, ist jetzt mal langsam wieder gut. Also, ja, man merkt irgendwie, das ist ja ein bisschen asozial, diese Energie, weil das ist so, weil die ist eben nicht so Die richtig. geht so krass nach vorne. So, Ja, ne? die geht nach vorne und die ist auch gut und die gehört, diese ekstatische und intensive Energie, die gehört auch zum Leben dazu. Aber sie ist im Verhältnis dann doch nicht nährend. Ich würde sagen, Spaß ja. Und auch Intensität in der Sexualität, ja, klar, da brauchen wir Erregung. Da brauchen wir auch diese Erregung in Beziehungen am besten. Und wenn toll ist und du hast ein Stadion voller Menschen, die alle total aufgeregt und das erlöst sich, dann ist es Glücksgefühl. So, und das ist alles okay. Aber ich glaube, diese Erregung, die nur aus dem Thrill von Zuwachs von Erregung resultiert, das ist wie eine Sucht, dass du immer mehr Thrill brauchst. Wenn ich Menschen manchmal in der Therapie sehe, wo die dann sagen, komm, jedes Mal was Neuem, wieder so ein Thrill. Und in der Tiefe ist so ein Hunger, wo ich dann merke, das ist so schwer, dann in eine Verbindung zu kommen, so schwer darunter in einen echten Kontakt, weil diese ganze Aufregungsenergie steht da so drüber. Und das ist manchmal, wenn man zu viel und zu lange da drin ist richtig hohl. Ja. Und es lässt einen so komisch zurück. Ja. Und ich merke das selber, wenn ich viel auf der Bühne bin oder viel erzählen muss und das nur ein paar Tage habe, ist man ja auch von so einer Gaga-Energie umgeben, weil alle gehen ja mit dir in den Kontakt, was ja nicht wirklich gut ist. Man wird also auch durch diese Zuwendung, das ist ja eine narzisstische Energie, die einen ganz, ganz auflädt. So, und die irgendwo erstmal sich gut anfühlt und schon nach einer sehr kurzen Zeit, so ist zumindest für mich so, kriegt die was ganz Schräges und ich bin froh, dass ich dann wieder raus bin. Ich kann es also nicht so lange gut ertragen. Aber ich finde es auch gut manchmal. Ne? Aber ich glaube, so eine Dosis davon ist okay. Aber wir leben in einer Welt, die ganz schön stark in so einer Dauerschleife ist von Erregung, wo die Erregung die Nährung und diese Füllungserfahrung ersetzt. Ja. Und dann glaube ich, und das sehe ich natürlich jetzt gerade immer mehr auch in diesem digitalen Raum, wo im Prinzip ständig diese Erregung und Energie erzeugt wird und dadurch Interesse auch erzeugt wird und eine scheinbare Begegnung, die aber in der Tiefe nicht wirklich labend ist, ne? Die wirklich nicht so dich satt zurücklässt. Das ist wie Fastfood ein bisschen, ja. Kann ich zu 100% unterschreiben. Und ich glaube, jetzt kam das Bild bei mir wieder hoch. Auch da ist dann wieder das Posierende gefragt. Ne? Es ist okay, mal ins Stadion zu gehen, in einer Aktivität der Erregung, die für jeden anders aussehen mag, und dann aber auch wieder in die Ruhe, in die Fülle zu gehen. Also auch da brauchen wir, das ist wahrscheinlich auch, also nur in der Fülle können wir auch nicht sein. Ne? Das ist wahrscheinlich auch wieder dieses Pulsierende, das wieder auf das Herz zurückführt. Thomas, ich würde gerne am Ende nochmal, wir haben viel auch über Integration jetzt gesprochen, eher so auf der gefühlten Ebene. Das vielleicht nochmal kurz ins Praktische rücken. Wie kann ich wieder mehr, du hast es eine Herzverbindung genannt, wieder mehr in meinem Leben in eine Herzverbindung kommen? Also, ich glaube, es ist vieles von dieser herzbasierten Arbeit hat auch ganz viel Verwandtschaft mit einer achtsamkeitsorientierten Haltung. Also, ich glaube, es hat viel zu tun, dass ich mich auch immer wieder
auf mich selbst beziehe und nachspüre, welche von diesen Erfahrungen, die ich auch gerade mache, beginnen mich wirklich sind spendend, sind also wirklich eine stärkende Erfahrung. Und ich glaube, als Erstes muss ich erstmal identifizieren und rausfinden: „Aha, das fühlt sich richtig cool an, das ist gut, das bringt mich mehr zu mir selbst, das bringt mich in eine tiefere Verbindung mit mir selbst. Ich spüre mich danach gut, fühle mich so ganz gesättigt nach so einem schönen Abend mit Mhm. einem Freund, schöne Gespräche gehabt, Mhm. Austausch, fühle mich verstanden, wir haben gelacht.“ Mich so richtig satt. Dann brauche ich nichts. Da habe ich 2 Tage genug von. Und es gibt andere Erfahrungen, wo ich denke: „Oh, es war total wichtig, dieses Projekt noch zu machen oder dies oder jenes und das noch zu lesen und da mich vorzubereiten.“ Und dann merke ich: „Ne, das war jetzt genau 'n Ticken zu viel. Da habe ich mir was gegeben, was eigentlich für mich herzschwächend war Ja, und ist nicht nötig gewesen“, weil ich eigentlich dieser inneren Pulsation nicht gefolgt bin, wo ich eigentlich richtig. hätte sagen müssen: „Du, das musst du aushalten. Das passte nicht in deinen Tag. Hör mal, mach mal Schluss. Das macht dann morgen. Aber jetzt ist vielleicht was anderes dran, nämlich wieder nur 'n bisschen 'n Moment abspannen, Kontakt, Nähe, 'n bisschen ausklingen lassen den Tag so.“ Also, das Erste ist, glaube ich, die differenzierte Wahrnehmung, die Körperwahrnehmung, das zu lernen und da steht ja nicht immer dran, das ist Herzbeziehung. So, das unsere Leute in der therapeutischen Arbeit, die lernen das langsam überhaupt, erst mal zu merken, was daran ist gut. Die zweite Erfahrung ist, wie fühlt sich das in meinem Körper, in meinem Herzen an? Was ist zum Beispiel so, wenn's so ich so 'ne wärmende, freudige Grunderfahrung habe, kann ich das vielleicht sogar lokalisieren? Dazu muss ich lernen, mein Herz zu hören und zu spüren. Also, richtig überhaupt das schlechte Herz und mit 'n bisschen Training kann ich das auch mit der Hand aufm Herz oder auch so mitkriegen: „Ah, jetzt ist es da. Jetzt spüre ich mich. Jetzt fühle ich mich so ganz verbunden mit mir selbst.“ So. Und wenn das erst mal klar ist, dann ist ja schon der nächste Schritt, dass dann werden diese Spender so deutlich. Was sind das eigentlich für Menschen? Was tut mir eigentlich wirklich gut? Wenn ich merke, ich denke, mein Kopf sagt: „Viele Menschen, so, viele Begegnungen.“ Gehe ich aber nach innen und dann denke: „Letzten Woche, was hat mir gut getan?“ Waren eigentlich viele Menschen. Da waren die Momente, wo ich 'n Ja. Kontakt mit jemandem hatte, ganz aufrichtig waren. Und manchmal ist es was Berufliches, weil in meinem beruflichen Feld bin ich zwar in 'ner Fürsorgeposition, aber da erlebe ich viel, auch diese Begegnungen. Und das ist auch schön, aber ich bin trotzdem in der Arbeit. Also, es ist auch kostet auch Kraft. Aber in meinen privaten Beziehungen gibt es Momente, Aspekte, wo ich merke, die sind Refresher für mich. Die sind so wichtig wie gutes Essen. Und das habe ich dazu muss ich's aber erst mal realisieren, dass es das ist. Und meistens muss ich auch lernen von anderen Sachen, und das ist, glaube ich, die schwierigste Übung, um das tun zu können, muss ich von diesen anderen Verheißungen und Verlockungen auch manchmal mich trauen, loszulassen. Also, zum Beispiel die Verlockung, wenn ich mehr tue und mehr mache und mehr Leistung zeige, kriege ich mehr Zuwendung. Das stimmt ja gar nicht. Meistens tun wir dann viel und machen dies und arbeiten noch eine Schippe drauf und so. Und danach sind wir kaputt und fallen tot ins Bett und haben gar keine Zeit mehr für Beziehungen. Ja. Und das ist ja klar, das machen wir ja deswegen, weil da ja tiefe Ängste noch sind. Also, wir agieren noch, als wenn das immer noch so wie damals war, als wenn das noch wichtig wäre. Also, für mich ist es, glaube ich, wie eine ständige, und die hört, glaube ich, auch nie auf, eine ständige Überprüfung: Was ist wirklich kohärent stimmig im Umgang, was wirklich zuträglich, und eine gewisse Freude entwickle ich manchmal daran, wenn es mir gelingt, und es gelingt mir willig, nicht immer, dann zu sagen: „Hey, jetzt hör mal auf damit. Das ist gar nicht so toll. Du musst jetzt gar nicht 'n tollen Ausflug da und dahin machen. Vielleicht fahren wir nur mit dem Fahrrad mit deiner Frau zusammen um 'n bisschen hier durch die Felder und setz dich ins Café, und du musst nicht auf 'ne tolle Insel fahren und da 'n riesen Hawaii machen, sondern die ganz einfache Sache.“ Aber das ist manchmal dieses Loslassen von den Bildern, von den Konzepten, von diesen Größen an Fantasien. Ich finde, das ist immer wieder 'ne echte Mutprobe. Ja. Ich finde, es ist nicht einfach, echt Ja. nicht. Also, ich finde, das hört auch nie auf, und ich bin immer wieder fasziniert, wenn Menschen bei kleinen, aber auch bei großen Entscheidungen sich dann wirklich für diese Näherung entscheiden, für diesen eigentlich für sie füllenden Weg.
Ich finde das Orientieren, also die Herzorientierung als Lebensorientierung, das ist ja eigentlich im Kern eine Bindungsorientierung, die ins Zentrum zu rücken, ist super, super herausforderndes Projekt, weil es so viel Mut braucht. Es sieht so einfach aus, hat überhaupt nichts mit Entspannung zu tun. Es sind so ganz basale Entscheidungen, wo ich mir treu bleibe, wo ich das tue, wo ich in der Tiefe merke, das tut mir gut, aber ich würde sagen, 90% von diesen Erfahrungen sind nicht so leicht. Weil das ist immer der Partner dabei, der sagt, mach doch das wäre doch viel cooler, mach doch ein bisschen mehr oder Ja. mach noch das und dieses Kauf und diese Sache. Und ich finde, diese Ablenkung und diese ganzen Angebote, die in unserer Welt natürlich so vielfältig sind, von der Konsumtion, von den digitalen Berieselungen, von den ganzen Dingen. Ich muss dabei sein, ich muss alles mitkriegen, ich muss lesen. Und dann merkst du, muss das wirklich? Reicht jetzt auch mal. Kannst machen mal was anderes. Und Ja. dann lass das mal liegen. Du musst jetzt nicht noch zu dieser Aufführung und dann vielleicht eine ganz andere, unspektakuläre Sache zu machen, ist dann Nachgang immer einfach. Sieht so aus, war ganz easy. Aber in dem Moment dazu zu stehen und umzusteuern oder sich dafür zu entscheiden, und das erlebe ich auch bei den Menschen, die ich in der Therapie begleite, ist überhaupt nicht einfach. Es ist Ja. manchmal richtig existenziell. Also zusammenfassend würde ich sagen, Herzbeziehung, das ist wie 'ne Meditation. Das ist wie eine Dauerpraxis, wo du immer wieder diese innere Beziehung aufbauen musst. Im Prinzip immer wieder so ein bisschen mit dir liebevollen Blick auf dich wirfst, wo du merkst, immer wieder überprüfst. Und wir nutzen das Herz ja auch ganz viel, ganz aktiv als Spender von kohärenten Antworten. Man kann das Herz als wie so eine Antwortsystem, wie so ein Bodyfeedback nutzen, indem wir das Herz wie so einen guten Freund befragen. Und das Organ, das ist so eine Technik, die wir machen, so eine Selbstbefragungstechnik, wo man dann in einer inneren Kontaktbeziehung, Hand aufs Herz, das Herz zu bestimmten Fragestellungen ganz explizit dazu nimmt, weil das ist wie so ein kleines Informationszentrum, das uns dann so ganz basale Affektinformationen gibt, ganz emotionale Informationen. Und das antwortet, man könnte sagen, das versprachlicht sich quasi. Diese Körpererfahrung wird zu einer kognitiven Erfahrung und gibt sozusagen wie so eine Richtung, was ist kohärent eigentlich für mich? Ja? Man kann nicht fragen, soll ich beim Roulette auf 49 legen? Das wird das Herz nicht beantworten können. Aber das Herz kann dir antworten, was sagst du, Herz, dazu, wenn ich dieses Haus kaufe? Was ist das? Meine innere Herzbeziehung. So. Und dann kann das Herz vielleicht ganz komische Sachen haben. Du bist voll identifiziert und denkst, das ist das geilste Haus, tollste Haus. Überhaupt, da bin ich der totale Burner, wenn ich das habe. Und in der Herzbeziehung kommt, in dieser Selbstbefragung kommt was raus. Ist nicht wichtig. Oder ist vielleicht antwortet gar nicht. Es ist ganz unbezogen, weil es gar keine Bedeutung auf der Ebene gibt. Das ist eine ganz, oder das Herz sagt, kommt sofort in Verbindung mit, es ist zu viel. Und dann verstehst du erstmal nicht, was heißt jetzt zu viel? Ist doch nicht zu viel, ist zu groß? Nee, ist nicht so groß. Und dann denkst du drüber nach, stimmt, oh ja, der Abtrag, die Kohle, muss noch mehr arbeiten, ist ja viel zu viel. Und dann merkst du bei der zweiten Durchsicht, dass diese Herzantwort sehr kluge Auswertung von ganz vielen sozialen, psychologischen und biologischen Gegebenheiten ist. Und es ist eine Art intuitive Rückmeldung, ist es stimmig, passend, kohärent für dich als Individuum im Moment. Und insofern könnten wir lernen, mehr diese Art der Herzintelligenz in unseren Alltag einzubauen und öfter diese Frage zu stellen, in Beziehungen, im Umgang mit Menschen, mit Materialien, mit Arbeit. Ist es sozusagen eine passende, herzstärkende Erfahrung, ja oder nein? Trägt die meiner Bindungsfüllung sozusagen zu, ja oder nein? Wir können uns also sozusagen an diesen Systemen orientieren und es kann mir das Gefühl geben, du bist auf einem guten Weg, mach da weiter. Auch wenn es unbequem ist, bleib dem treu. Das Herz sagt nicht nur, chill mal. Das Herz sagt ganz oft, geh diesen Weg, auch wenn er noch so mühselig ist, wie dieses durch die Wüste gehen. Das ist gut. Und ich erlebe viele Menschen in der Therapie, die durch eine richtig lange Zeit von Dürre gehen. Aber diese Beziehung ist trotzdem
in der Tiefe gibt es etwas, wie eine Art innere Stimme, die sagt, mach da weiter mit. Gehe dem, bleib dir treu. Und erst nach 2 Jahren kommen dann neue Arten von Beziehungen, neue Projekte auf. Aber das ist das Tolle, dass es wie so eine Art dann wirklich ein guter Freund innerlich ist, der immer bei einem ist. Das Herz ist immer da. Das ist die Fortsetzung dieses netten Menschen, der am Anfang da war. Es ist quasi wie vorher am Anfang jemand immer da war, der an meiner Seite war. Das Herz ist ja auch ein Organ, was immer, so wie ich atme, schlägt es die ganze Zeit. Tolle Sache. Muss nichts zu tun, krieg gratis. Ja? Und es ist auch ständig mit mir im Dialog als Organ und wir können es nutzen. Und das finde ich diese Art der Herzbeziehung und Herzbindung, die wir da haben und diese Nutzung dieser Information und dieses Gratis-Moment, wenn man so will, des Lebendigen, finde ich total gut. Und das muss man üben und trainieren und praktizieren, wirklich. Thomas, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Stell dir vor, du könntest jetzt eine Nachricht mit einem Satz an die Menschen schicken. Und sie würden alle diesen Satz lesen. Welcher Satz wäre das? Die Frage wusste ich nicht, dass die jetzt noch kommt. Das sagen sie alle. Ja, ich glaube, denke gerade so, es sei als Satz so, es bleib dir treu, ja. Also, und es bleib bei dem Einfachen und bleibe dir treu. Weil es so essentiell ist, diesen inneren Erleben von Wahrhaftigkeit, dem sozusagen Ausdruck zu geben. Und such Zusammenkünfte, Menschen auf, die dich darin bestärken. Thomas, wo können die Menschen dich finden? Sie können mich finden in Bremen, wo ich meine Praxis habe. Sie haben, wo ich das ZEP habe, mein Ausbildungsinstitut und mein Therapiezentrum. Sie können mich finden auf der Seite www.zepbremen.de. Und ich bin auch viel unterwegs und ich glaube an vielen Stellen, wo ich über diese Dinge rede und Körperpsychotherapie lehre und die babytherapeutischen Arbeiten lehre. Also es gibt viele Orte in Europa. Meine Seite www.emotionelleersthilfe.de.org, so heißt sie, ist die Europaseite. Da kann man die Babyarbeit lernen. Auf der ZEP-Seite findet man meine Körperpsychotherapie. Und ich glaube, Google hilft einem dabei. Ich glaube, ich bin ganz gut da digital vernetzt. Ich glaube, ich können die Leute viele Videos, weitere Vorträge von mir finden. Ja, also ich glaube, man kann weiter gucken. Die Links zu Thomas findet ihr in der Beschreibung. Und wir wollten auch einmal die Möglichkeit nutzen, um einmal anzukündigen, dass demnächst ein neues Buch von Thomas rauskommt, und zwar Verkörperte Bindung im Juni, richtig? Genau, Mitte Juni. Genau. Kann man das schon vorbestellen? Ja, man kann es jetzt schon vorbestellen beim Verlag, bei Amazon, wo auch immer, den Portalen. Den Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Thomas, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Es war mir wirklich eine Ehre. Ich bin sehr in Resonanz getreten mit dem Gespräch. Viele Leute haben mal gesagt, lad den Thomas mal ein. Und jetzt verstehe ich auch, warum. Vielen Dank für das Gespräch. War super. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir das zu tun. Danke dir, Leon. Danke, Thomas.